Ich habe das, aber ich habe noch nie verstanden tatsächlich, was da genau gesungen wird. Weißt du Was das? da gesungen? Das sind ja verschiedene Sprachen. Nee, die Champions League Hymne. Aber ist also Ich weiß es auch nicht. Nee, aber die besten. Das ist Die auch besten, in Deutschland die größten. Die größten, die schönsten, die tollsten. So. Wir haben das ja bei Halligalli damals mit dem Umberto quasi connected. Und bei uns war das, also wirklich, wenn die Champions League läuft, ne, habe ich immer 50 Direct Messages auf Instagram, wo Leute mir schreiben, einfach so, ich kann diese Hymne nicht hören, ohne dass ich dich ohne dass sie mich singen hören im Kopf. Und ich habe wirklich, ich höre diese Hymne und muss auch selber Umberto anfangen. André, ich weiß gar nicht so richtig, wie man hier smooth reinstartet, ohne dass man das irgendwie, ich würde es gerne so ein bisschen einleiten, weil ich es total schön finde, dass du mich angerufen hast. Ja. Und mich gefragt hast, ob ich Bock habe, mich mit dir hinzusetzen und ein Gespräch darüber zu führen, wie es dazu kam, dass du eigentlich dich dazu entschieden hast, mit 29 deine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Ja, also bei mir im Team, also keine Ahnung, meine Frau und auch drumherum, wir wollten es so machen, und wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir erstmal komplett die Öffentlichkeit rausnehmen, keine Interviews geben und alles und dann selbst steuern, was wir wirklich machen wollen. Und dann jeder, mit dem ich gesprochen habe, der Joko wird auch perfekt dafür. Ohne Witz, jeder. Kein Witz, weil wir wussten, wir kennen uns so ein bisschen, wir haben uns im Urlaub da getroffen und sowas, das wäre doch geil. Und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, soll ich ihm schreiben? Und manchmal denkt man ja für den anderen schon mit. Und ich denke so, der würde das niemals machen, der hat doch keinen Bock darauf, denke ich. Und habe erstmal das immer weiter hinausgeschoben und dann war der Tag da. Du hast mich gefragt, ob ich es machen wollen würde, ne, ob ich mit dir reden wollen würde. Und ich habe aufgelegt und habe gesagt, das glaube ich nicht. Das war wirklich total absurd. Ich weiß noch, weil wir jetzt das allererste Mal Kontakt hatten. Kannst du dich daran erinnern? Ich erinnere mich, das war in London, ne? Ja. Da habe ich dir über Twitter, das werde ich nie vergessen, weil du warst Twitter-mäßig, warst du relativ aktiv. Genau. Und ich habe dir über Twitter geschrieben, ob ich mal zu einem, weil ich mit meinem besten Freund immer so eine Tour einmal im Jahr gemacht habe, ob ich mit meinem besten Freund mal zum Derby kommen dürfte. Das war Chelsea, hast du damals gespielt, gegen Arsenal. Und ich werde es nie, ich könnte es wahrscheinlich noch suchen hinten auf dem Handy, ich habe gefilmt, wie du über rechts außen angelaufen kommst und gefühlt aus 30 Metern abziehst und diesen Ball darin versenkst. Und das war so ich krieg Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Und dachte mir so, oh mein Gott, und er macht auch noch ein Tor in dem Spiel, wo wir eingeladen sind. Das ist ja unfassbar. Und das war aber so ein krasses Spiel. Da habt ihr wie hoch gewonnen? 6-0. 6-0. Das war das Absurdeste. Das war auch so total. Und wir haben noch einen Freund danach besucht in London. Der meinte so, warum seid ihr in London? Ich so, wir hatten Tickets hier, aber andere Schilder. Wir durften uns Arsenal Chelsea. Nein, ihr habt nicht dieses 6-0-Spiel gesehen. Das finde ich total absurd. Aber irgendwie hat sich das danach dann nie so verloren. Aber auch es war nie so richtig close. Und deswegen habe ich es als totale, also Ehre ist jetzt dann vielleicht ein sehr großes Wort, aber ich fand es toll, einfach wirklich ganz ehrlich, auf einer ganz rein menschlichen Ebene, dass du einfach anrufst und sagst, Alter, ich habe das vor, hast du da Bock drauf? Ja, ich meine, es war schon, klar, wir haben so ein bisschen auch gequatscht, als mal geschrieben, dann haben wir uns im Urlaub getroffen und trotzdem war es so eine Überwindung, dann zu schreiben und zu fragen, ob du das für mich irgendwie auch machen würdest und wie macht man das, und du hast ja ein bisschen mehr Ahnung, wie man sowas aufziehen könnte, auf eigenen Kanälen rausbringen, und dann hast du mir geschrieben, nach meiner Entscheidung bin ich morgens durch meine ganzen Nachrichten durchgegangen. Ich war mit meiner Kleinen spazieren und dann habe ich gesehen, dass du geschrieben hast, und habe gesagt, komm, ich rufe jetzt einfach mal an und frag ihn mal, was du davon überhaupt hältst und alles. Und ich war so froh, dass du richtig Feuer und Flamme, du warst ja direkt dahinter, das fand ich so mega, hast dich um viele Dinge gekümmert. Deswegen bin ich super froh, dass wir das eigentlich geschafft haben. Schön. Dann würde ich sagen, trinken wir noch erstmal ein Wasser. Ist das Wasser? Ich hoffe, wenn wir sie verarscht hätten und unser Wodka hingestellt hätten. Jetzt kann ich ja. Jetzt kann ich. Aber das ist tatsächlich so. Ich habe mir wirklich überlegt, so, worüber redet man? Redet man jetzt nur darüber, wie das für dich ist, warum das so gekommen ist? Aber ich würde gerne so ein bisschen, also da bin ich jetzt auch zu sehr vielleicht dann der kleine Junge, der auch mal Fußball gespielt hat und der es nicht dahin geschafft hat, wo du es hingeschafft hast, zu sehr gerne so ein bisschen verstehen, wie so eine Reise für so jemanden wie dich ist. Weil du hast ja dann irgendwann, wie alt warst du, als du angefangen hast? Mit 5. Ich wollte jetzt gerade sagen, mit dem Buffen. Aber mit dem Buffen? Sagst du Buffen zum Fußball? Nee, Kicken sagt man bei uns. Ja. Das ist so, wenn man mit jemandem der Playstation Hauptberuflich spielt, dann sagt man, wie daddelst du? Dann sagt man sagt nicht daddeln, man sagt zocken. Also mit 5? Mit 5, genau. Und du hattest das Gefühl sofort, Chelsea-Nationalmannschaft, oder? Überhaupt nicht. Das war bis
Also ich würde wirklich sagen, bis ich wirklich Profi wurde, nie so wirklich ein Thema bei uns in der Familie oder bei mir, so wo die Reise hingehen könnte. Ich habe dann irgendwann in der U19, da habe ich bei Mainz gespielt, U19-Nationalmannschaft gespielt und dann konnte man schon ein bisschen herausahnen, man könnte vielleicht mal ein Bundesligaspiel machen oder man könnte mal reinschnuppern, mal mittrainieren bei den Profis. Ah, krass, weil ich hätte jetzt aus meiner Warte gesagt, wenn mich die Nationalmannschaft auch schon in die U19 reinholt, ist der Weg klar vorgezeichnet, auch im Profikader dann irgendwann Überhaupt zu landen. nicht. Normalerweise, man sagt ja jetzt, keine Ahnung, es gibt ja schon U15, U16 Nationalmannschaften und meistens sind es die Spieler, die dann so früh schon da drin sind, die schaffen es dann meistens auch gar nicht, weil die zu früh irgendwie gehypt werden, die sind zu früh ein bisschen, drehen dann auch manchmal durch oder zu früh zu gut und werden dann meistens oder oft von anderen dann überholt und es ist ja sowieso so ein extrem kleiner Prozentteil, der das dann auch wenn eine Nationalmannschaft schafft, oder in der U-Nationalmannschaft spielt, dann wirklich auch in die A-Nationalmannschaft schafft. Das ist ganz, ganz klein. Also bei mir, U19-Nationalmannschaft war Toni Kroos. Krass, der hat natürlich dann nochmal die Karriere schlechthin gestartet. Und sonst, ein, zwei noch, die dann auch in der Nationalmannschaft so gespielt haben, in der A-Nationalmannschaft. Aber sonst, verpufft das dann so ein bisschen. Und, aber also wie viel Glück gehört da auch zu? Weil man sagt ja immer so, man kann ja noch so talentiert sein, weil sicherlich auch in meiner Branche gibt es Menschen, die mehr können als ich, aber irgendwie hatte ich dann die Schicksalsfügung, dass ich irgendwann Klaas kennenlernen durfte und das dann deswegen funktioniert hat. Also hast du ein Gefühl dafür, wie viel Glück das dann auch war bei dir? Ja, ich finde oder Umstände, dass man mit dem Trainer gut kann. Also den einen oder anderen Profi habe ich ja dann auch zwischenzeitlich kennengelernt, die sagen so, ey, mit dem Trainer kann ich gar nicht. Ja. Wo du denkst, ach krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so ausschlaggebend ist. Ja, du bist schon in einer großen Abhängigkeit so von einem Trainer, von einem Verein, von den Verantwortlichen und trotzdem sage ich so, Glück ist so ein komisches Wort, ich weiß nicht. Ja. So im Fußball, ich glaube, wenn du wirklich hart arbeitest, dann wirst du auch glücklich, also dann bekommst du auch das Glück. Irgendwo kommt das Glück auf deine Reise, wo es dann einfach passt. Und bei mir, muss man schon sagen, war so eine gute Fügung einfach in meiner Karriere, dass mein U19-Trainer Thomas Tuchel, der jetzt bei Paris ist, der war mein U19-Trainer. Ich war sein Kapitän, wir sind deutscher Meister geworden in der U19 und ich bin dann zu den Profis hoch. Keine Ahnung. Und nach 2 Wochen Vorbereitung wurde unser Trainer dort gefeuert und Thomas Tuchel ist Trainer von den Profis geworden. Krass, okay. Ja. Und da kann man sagen, ist das Glück, natürlich ist es ein Stück weit Glück für mich, dass er dann hochkommt und trotzdem, wenn ich es nicht drauf hätte oder dann irgendwie zu schlecht wäre, würde er dich trotzdem nicht spielen lassen, weil er will ja auch erfolgreich sein. Deswegen ist es schon, muss man schon sagen, alles sehr, sehr gut gelaufen, gerade in den ersten Jahren meiner Karriere, dass sich viele Dinge ineinander gefügt haben, dass alles gepasst hat und oftmals musst du auch einfach an dem richtigen Tag die gute Leistung bringen, wenn jemand auf der Tribüne sitzt oder wenn jemand zuschaut. Wenn der Bundestrainer... Also beim Bundestrainer wahrscheinlich schon, ne? Das weiß man. Aber sonst auch so Talent-Scouts und so, die ja wahrscheinlich auch regelmäßig im Stadion sitzen? Nee, weniger. Kriegt man nicht mit. Nee, kriegt man nicht mit. Das ist auch, glaube ich, gut so. Gerade als junger Spieler, keine Ahnung, wenn du 15, 16, 17 bist und du weißt, oh, da sitzt jetzt jemand von Chelsea hier draußen und der kommt dich, um zu beobachten, ist dann immer ein bisschen schwierig. Da musst du schon kalt sein. Aber wenn du sagst, so, Toni Kroos ist mit dir den Weg gegangen, das heißt, eigentlich ist der Großteil von denen, mit denen du da angefangen hast, den Weg gar nicht mitgegangen? Nee, ganz viele nicht. Also klar, die spielen immer noch Fußball, aber auf einem anderen Niveau. Dann, keine Ahnung, dann siehst du die Jungs in der 3. Liga oder in der 2. Liga, was trotzdem immer noch unfassbar gut ist und auch schwierig ist, da irgendwie hinzukommen. Und dann trotzdem bis ins ganz letzte Niveau bei einem Weltclub oder bei einer Nationalmannschaft oder Weltmeister zu werden, dann ist ganz, ganz wenige. Sind aus einem Jahrgang vielleicht 1 oder 2. Krass, okay, der hätte jetzt gedacht, dass das dann wirklich, also für mich, aber sehr interessant, war die Logik immer, ey, wenn du so früh schon in die Nationalmannschaft kommst, ist eigentlich klar, dass der Weg vorgezeichnet ist, weil das einfach von dem, wie deine körperlichen Parameter sind, von dem, wie dein Spiel ist, ja eigentlich in so einem Entwicklungszyklus, wie der Fußball weitergeht, total am richtigen Ort zur richtigen Zeit funktioniert. Und gleichzeitig aber wahrscheinlich dann auch sowas wie hattest du schlimme Verletzungen in deiner Karriere? Nein, nicht wirklich. Nicht, ne? Ich wurde nicht einmal operiert. Also es ist schon. Ach krass, also nicht einmal operiert? Nee, nicht einmal. Das ist schon besonders. Also das gibt es ganz, ganz selten, dass das passiert in der Karriere. Das ist gut, dass ich jetzt aufgehört habe. Ja. Wer weiß, was passiert wäre. Ja, aber das ist ja auch. Ich habe einen Freund gehabt, der hat nur in der der ist nur bis in die Oberliga gekommen. Ja. Der hat in der Oberliga gespielt. Was jetzt, glaube ich, heute dann gibt es die überhaupt noch in der Form? Ich glaube,
Gibt es Oberliga noch? Es gab Nee, damals... ich glaube, das ist jetzt die Regionalliga dann. Ah, okay, gut. Das ist Die 4. Liga, ja. Genau. Ja. Und der hatte eigentlich schon in der Oberliga keine Zeit für nichts. Ja. Und das fand ich krass. Also der hat alles auf diesen einen Chip gesetzt. Ja. Der hat auch bei ihm nicht funktioniert. Ja. Und der hatte aber keine Zeit. Also der war wirklich, und das fand ich das Krasse, weil alle immer nur bei ihm gesagt so, ja, hier, ey, Bocci, ne, jetzt spielt er da irgendwie, hast du gehört, SV Strahlen, da gab es dann irgendwie so einen Mäzen, der irgendwie Bauunternehmer war, der dann da irgendwie ein bisschen Geld reingepumpt hat. Ne? Und dann ist er zum KfC Uerdingen sogar noch gewechselt, weil dieser Mäzen dann mit zum KfC Uerdingen gegangen ist und so. Und ich fand das eigentlich eher so krass, dass das, glaube ich, was ist, und das will ich jetzt gar nicht so als Entschuldigung schon mal reinschieben, aber was für viele vergessen ist, glaube ich, faktisch habt ihr alle jetzt nicht so eine Jugend gehabt, wie ich sie hatte, weil ihr einfach auf so einem ganz anderen Level irgendwie am Start schon sein musstet, in Form von keine Partys, außer wahrscheinlich 2-3 Mal im Sommerurlaub, wenn man dann irgendwie dachte, okay, komm, scheiß drauf, jetzt lass ich einmal 5 Grad sein. Aber das einfach mal von dir zu hören, würde mich wahnsinnig interessieren, wie hoch da damals dann schon, vielleicht aus so jungen Jugendjahren, im Vergleich zu anderen Verzicht stattgefunden hat. Weil du musstest ja eigentlich sagen, nee, sorry Boys, kann ich nicht mit, oder sorry, auf die Party geht's nicht, weil... Total, also es fängt super früh an. Also bei mir war es relativ spät noch, ich bin mit 15 zu einem Bundesliga-Verein gewechselt, das war dann Mainz 05. Und heutzutage oder auch damals, keine Ahnung, ich habe bei Freiburg, bei Bayern Probetrainings gemacht, da war ich 12, 13 und dann sollte man in die Internate rein. Und dann fängt dir der Verzicht eigentlich schon da an. Krass, weil da gehst du schon aus deiner Schule raus quasi, wenn du lässt deine Freunde zurück. Ja. Genau, alles. Und meine Eltern haben mir immer gesagt, das machen wir nicht. Du sollst so lange, wie es wirklich geht, bei uns zu Hause sein, in deiner Schule, deine Freunde um dich herum haben. Und dann bin ich zu Mainz gewechselt, das war ungefähr eine Autofahrt von ein bisschen mehr als eine Stunde. Und mit 15, und dann bin ich jeden Tag 1,5 Stunden mit dem Zug hin. Also meine Mutter hat mich von der Schule abgeholt mit einer Tupperbox mit Nudeln, trockenen Nudeln. Energie reingebracht. Genau, im Zug reingehauen, alles. Keine Ahnung, mit 2, 3 Jungs im Zug nach Mainz, da trainiert. Dann musste man sich so extrem nach dem Training beeilen, um den schnellen Zug zu bekommen. Der dauert dann 45 Minuten, das vergesse ich nie. Dann ohne Duschen, die Tasche hinten draufgeschmissen, nach dem Training zum Bahnhof gerannt, noch irgendwie den Zug gekriegt. Das war dann 2013, der ging dann ungefähr 48 Minuten und dann, keine Ahnung, bis zu kurz nach 9 war ich bei mir zu Hause am Bahnhof und um 9:30 zu Hause dann Hausaufgaben gemacht. Und so war eigentlich jeder Tag. Also es ist, als Jugendlicher in einem Bundesliga-Verein trainierst du wie die Profis. Hast 5-mal Training, 1-mal Spiel, 1 Tag frei. Und so waren 3 Jahre. Das waren die 3 Jahre. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es extrem. Da fragt man sich auch, wie man das wirklich dann schafft, als so junger Kerl, dann noch die Schule hinten dran. Na klar, die Eltern wollen die Schule fertig machen. Und, hast du es denn als Belastung damals empfunden? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Ja, das ist ja das. Ich wollte das unbedingt. Ich meine, meine Eltern haben nie mich irgendwie gepusht, in eine Richtung gepusht, komm, jetzt gib mehr Gas oder sowas. Die haben mir alles überlassen und ich wollte das unbedingt, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und ich wollte, damals schon war das irgendwie auch in einem Freundeskreis oder so, wenn man dann in der Schule, oh, der spielt beim Bundesliga-Verein. Ich fand das immer cool. Irgendwie hat mir das was gegeben. Und deswegen habe ich mir nie wirklich darüber Gedanken gemacht, bis es dann irgendwo auch zu den Profis ging und ich dann die Schule abgebrochen habe. Ja. Warst du ein guter Schüler vorher? Oder? Ich war ein sehr guter Schüler, ja. Wirklich? Ja, wirklich das sehr gut. Noch, wie verrückt ist das denn? Ich war immer... Aber hattest du neben dem Fußballdasein dann auch aufgrund deiner schulischen Leistung noch so einen Berufswunsch wie, ich will Tierarzt werden oder so? Nee, ich hatte gar das ist das. Man wird ja häufig gefragt, wenn man, keine Ahnung, 11 Jahre Bundesliga spielt, was wärst du geworden, wenn du kein Bundesligaspieler oder sowas? Ich könnte es nicht sagen. Also ich habe keine Ahnung. Weil du ja auch nie Gedanken drum gemacht hast, weil aber auch dieser Fußballweg für dich ja auch nicht klar war, oder? Nee, das war sogar damals noch so, das war die 12. Klasse, habe ich fertig gemacht mit dem Fachabitur. Ah, okay. Ich weiß nicht wie, also nochmal Dank an meine Lehrer, weil die haben mir wirklich super geholfen. Also ich habe... Achso, du weißt nicht, wie du das fertig gekriegt hast? Genau, wie ich die 12. Klasse, weil ich war überhaupt geschafft hast, weil ich war ich dachte, du weißt deinen Schnitt bis heute nicht, also das finden wir das weiß ich auch nicht. Wirklich nicht? Nee, habe ich keine Ahnung. Ich habe ein 3,7er Abi und das ist schon schwer. 3,8 ist fast unmöglich, da hatten wir noch einen in der Stufe, der hat es geschafft. Ja. Aber ich weiß auch nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich... Ja. Stell dir vor, ich wäre in der Schule gut gewesen, was ich für einen Beruf hätte erlernen können. Ja, überleg. Hätte ich nicht all das hier machen müssen. Machen müssen, nein. So schlimm ist auch nicht. Aber das heißt, du hast dann nach der 12 abgebrochen. Genau, nach der 12 abgebrochen.
Und dann haben wir noch eine Vereinbarung mit der Schule getroffen, dass ich mir 3 Monate nehme, in den, keine Ahnung, in den Profifußball reinschnupper, schauen, wie es passt, ob ich das überhaupt schaffe, leistungsmäßig und alles. Und dann hätte ich nochmal die Option gehabt, nach 3 Monaten in die Schule zurückzukommen, mein Abi zu machen. Und dann einen anderen Weg einzuschließen. Ja. Aber eigentlich ganz geil von deinen Eltern, dass sie da immer so total offen waren, dich super gefördert haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber so ganz wichtige Werte noch mitgegeben. Also pass mal auf, hier wird keine Extrawurst gedreht, sondern Freunde, also auch so Strukturen, die wichtig sind, glaube ich, so für einen dann auch, wenn man nicht so viel davon hat. Kann man auch sagen, dass das, also kenn deine Mama, habe ich kurz gedacht, ich habe beide kennengelernt. Ja, hast beide kurz kennengelernt in dem Urlaub. Aber ihr seid auch schon verdammt eng, ne? Sehr eng. Also ich kann mich an ich kann nur ein Foto auf Instagram, kann ich mich erinnern, das hast du mal gepostet. Das finde ich, weil ich habe keine Mutter, ich habe meine Mutter leider verloren, als ich 6 war. Ja. Und da hast du ein Foto gepostet von dir und deiner Mama, wo ihr beide in der Küche steht und lacht. Ja, ein ultra gutes Bild. Das ist, da sieht man so richtig... Ja, das war vor standesamtlicher Hochzeit mit meiner Frau. Ach, ja, ich weiß, welches Bild du meinst. Ja, aber ein super schönes Bild und man sieht so richtig, wie happy du bist, aber das zeigt ja auch schon, du bist ein krasser Familienmensch. Ne? Also Extrem. Also ich habe das von klein auf so mitbekommen. Also meine Eltern waren immer um uns herum, alles mitgemacht, auf jedes Spiel gefahren. Wir waren immer extrem eng. Mein Vater war ja dann auch mit meinem Berater, so mein Manager in meiner kompletten Karriere, hat alles mitgemacht, jeden Schritt mitgemacht. Meine Eltern, meine Schwester auch, mit der ich dann im Nachhinein super eng wurde, weil wir sind 5 Jahre auseinander. Das heißt, in der Jugend war es immer so eine gewisse Distanz, aber dann, so je älter wir wurden wir immer enger und wir haben alles mitgemacht. Und das war vielleicht noch dazu. Als junger Kerl, du willst ja, wenn ich bei Bayern München Probetraining mache oder Freiburg, klar, man will irgendwie so schnell wie möglich. Hast du gemacht? Beides? Ja, wir haben dann, keine Ahnung, ein paar Trainings gemacht oder weil die Vereine dann auf einen aufmerksam wurden und dann will man das so schnell wie möglich irgendwo hin. Und dann, wenn du so eine Bremse dann damals wie die Eltern hast, dann findet man es meistens ja uncool. Und jetzt, je älter man wird, verstehst du, was sie versteht man, was sie gemeint haben und was sie wollten und wie dankbar ich dafür bin, dass ich so ein Support-System da hinten dran habe, die wirklich nur mein Bestes im Sinn hatten und einfach wollten, dass ich irgendwie auch geborgen aufwachse, nicht zu früh, zu schnell diesen Druck, auch diesen Stress habe und deswegen war das schon alles ziemlich cool, was meine Eltern da gemacht haben. Aber ist es, also ich habe offensichtlich nie Profifußball gespielt, wobei mein großer Traum immer war, ich wollte der Einzige sein, der es im Unterhaltungsfernsehen geschafft hat und auch im Profifußball. Das wäre das parallel die Karriere zu haben. Das wäre, ich weiß gar nicht, ob das gehen würde, ob das irgendwie schon mal jemand in Betracht gezogen hat, aber das wäre für mich so, weil natürlich hat man immer, also als Junge, der in der Nähe von Mönchengladbach groß wurde, eine wahnsinnige Faszination für die Borussia und auch ein unfassbarer Verein bis heute, der ich über alles liebe und dieses Gefühl von, also wenn du darüber erzählst, man hat erzählen können, da Bundesliga-Verein, da trainiere ich. Ich weiß noch damals, ich war stolz wie Oscar, dass ich einen Freund hatte, der da in der Oberliga gespielt hat. Ja, ich bin ein Kumpel mit dem treffe ich mich am Wochenende, der spielt da SV Strahlen. So, und das war so wirklich das Allergeilste, weil man irgendwie so mit seiner Leistung angeben konnte, man musste selber nicht viel machen. Aber ist das denn schon dann auch so früh, bei ihm habe ich es ja nur so ein bisschen mitbekommen, so früh, weil in dem Alter warst du ja dann schon wesentlich weiter, du hast bei einem Bundesligisten trainiert, schon auch untereinander kompliziert mit den Jungs, also wenn man spielt, oder ist es dann noch relativ entspannt? Weil ich kenne es ja nur aus meiner Branche, da gibt es relativ viele, die dann irgendwie hier, ne? Die Ellenbogen und das ist aber auch zu einem späteren Zeitpunkt, wo man dann da auch nicht viel besser mit umgehen kann, aber trotzdem irgendwie einen Umgang mit finden muss. Ja. Wie ist das in so einem jungen Profifußball? Und wahrscheinlich heute noch mal krass anders als bei dir, wobei das jetzt auch gar nicht so lange her ist, wenn man ehrlich ist. Aber ist nicht so lange her. Also es ist schon, man bekommt es schon sehr früh zu spüren, dass da so ein Konkurrenzkampf ist. Also ich habe nie auch in meiner Profikarriere oder auch in der Jugend so gemerkt, dass es so untereinander, dass es irgendwelche Leute gab, die dich für extra faulen oder was weiß ich oder irgendwas dir böse wollen. Das habe ich nie erlebt. Und trotzdem merkst du einfach nur deswegen, weil der Verein nach jedem Jahr so extrem selektiert, dass es einfach so ein extremer Konkurrenzkampf ist. Also die schauen sich dann das Jahr an, wie gut hast du gespielt, wie gut hat der andere gespielt und dann geht es darum, wer kommt eine Stufe weiter, wen nehmen die mit in die nächste Altersstufe und wer wird nach Hause geschickt, so auf die Art. Und das bekommst du schon relativ früh mit, dass es irgendwie auch ein Business ist, in dem du als Mensch jetzt
nicht so wichtig bist, sondern auch einfach als Asset gesehen wirst, um einfach Leistung zu bringen. Und das, ich glaube, heute ist es noch viel früher, also keine Ahnung, dass es schon relativ früh 13, 14 losgeht. Da haben die meisten Jungs ja auch heutzutage schon Berater und werden von einem Verein in den anderen geholt. Ja, du bekommst einfach mit, dass es ein Business ist, in dem es um Leistung geht. Und um wahnsinnig viel Geld, ne? Wahrscheinlich. Absolut. Ja, für die Vereine. Klar. Für die Vereine unfassbar viel Geld und für die ganze Maschinerie, die da hinten dran hängt. Also auch für riesige Firmen und Marken, die dann irgendwie auch ihr Geld da reinpumpen, weil das so der eine Sport ist, auf den sich alle irgendwie verständigen können. Was wiederum natürlich auch zum Vorteil hat, dass man selber auch was davon hat. Absolut. Aber trotzdem wahrscheinlich auf eine wirklich nachvollziehbare Art gar nicht nachvollziehbar, wie man sich da fühlen muss, wenn man in so eine Maschine gerät. Also ich stelle es mir wirklich, weil ich habe, with all the respect, ich habe damals Nico Rosberg, als der gesagt hat, er hängt seine Karriere an den Nagel, weil er einfach das, auch so als Familienvater, das fand ich irgendwie cool. Ja. Ich bin Weltmeister geworden, hat er gesagt, been there, done that, ciao Leute, wem soll ich es noch beweisen, ich habe es für mich getan und jetzt habe ich Zeit für meine Familie und das ist mir einfach zu riskant. Und ich finde es ja krass, weil ich glaube, bei dir könnte man ja schon sagen, du hättest jetzt nicht zwangsläufig aufhören müssen. Nein, also körperlich auf keinen Fall, ja. Wer weiß. Wer weiß. Ja, nein, aber ist ja wirklich so. Also das finde ich eigentlich eher das Krasse, weil wenn man auch so diesen langen Weg, den du ja dann in Kauf genommen hast, ihn gehen zu müssen, und ich meine, bei dir war er dann ja relativ früh nach, ich bin jetzt nicht ganz firm, aber nach Mainz kam dann ja schon... Leverkusen. Leverkusen noch dazwischen. Leverkusen dazwischen, genau. Das war so dann, da war zum Beispiel Michael Ballack im Team und das war immer mein Idol und jetzt sind wir immer noch Kumpels und das ist mega. Der hat mich irgendwie so unter seine Fittiche genommen, zum ersten Mal Champions League gespielt in Leverkusen. Krass. Und das war dann schon eine andere Fußballwelt. Also so Mainz war irgendwie Familie, so alle zusammen und da hat man sich so wohl gefühlt und da war man eingebettet, habe ich meinen Jugendtrainer gehabt, der hat mir zwar richtig Feuer gegeben hat bei jedem Training, jedem Spiel und trotzdem wusstest du, was du hast und dann, keine Ahnung, Leverkusen war dann schon der erste Schritt so in die große Fußballwelt. Genau, in die große Fußballwelt und ja, und dann ging's so ein bisschen weiter, ne? Also... Ja, ich meine, das Verrückte ist ja eigentlich, Chelsea kam dann nach der WM, ne? Nee, Chelsea kam ein Jahr vor der WM. Ein Jahr vor der WM? Genau, nach Leverkusen. 2 Jahre. Da erinnere ich mich nur, bei Chelsea, Entschuldigung, aber nur, das fand ich eine krasse Story, weil erinnere ich mich an ein Interview, was ich von dir gelesen hatte, wo du dann gesagt hast, so, das ist so eine krass andere Liga, weil die so körperlich ist. Ja. Und du so wirklich auftrainieren musstest, ne? Also korrigiere mich, wenn ich Scheiße laber. Nee, stimmt. Wo du wirklich auftrainieren musstest, das fand ich so krass, wo du denkst, fuck, habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Dass man auf einmal, aber wie sich das auch anfühlen muss, wenn man dann da reinkommt und so ein agiler Typ ist wie du bist ja dann eher drahtig wie ich, wenn ich jetzt Sport machen würde, würde ich so aussehen wie du. Wo man einfach sagen muss, wo so ein echt eher fitter, drahtiger Typ kommt und du auf einmal dann merkst, in so einer Kollision mit einem anderen Spieler, ich habe gar nicht die Physis, um dagegen zu halten. Genau, ja, einfach auch, um Verletzungen vorzubeugen, weil das war relativ schnell in der Premier League, merkst du, da ist auch der Schiedsrichter so ein bisschen anders, da wird mehr laufen gelassen, einfach mal durchgewunken, aber du liegst irgendwie an der Seite und bist... Kannst nicht mehr. Kannst nicht mehr. Und ich hatte natürlich auch einen extrem krassen Trainer, der auf alles geachtet hat und er hat mir relativ häufig gesagt, Junge, jetzt... Mourinho. Ja. Genau, Mourinho, geh mal ein bisschen in den Kraftraum oder was heißt ein bisschen. Du musst hier jetzt ein bisschen was drauflegen, um einfach auch konkurrenzfähig zu sein. Ist das so schlimm, wie alle sagen? Was heißt schlimm? Also das ist so eine Fußballerantwort. Das finde ich sehr gut. Was heißt schlimm? Also wenn man es in Kontext setzt, dann zu anderen Trainern ist es schon was anderes. Also es geht einfach ums Gewinnen. Ne? So als ich glaube mit 22 zu ihm gekommen. Die Verhandlungen waren beim Abschiedsspiel von Michael Ballack, das war in Leipzig, da erinnere ich mich noch. Und dann habe ich zum ersten Mal Mourinho getroffen, da waren wir schon in Verhandlungen und ich wollte unbedingt, das war immer mein Traumverein, kann ich später noch mal erzählen. Und dann kam er rein und kommt so zu mir und sagt so, okay, heute, der war mein Trainer da in dem Spiel, sagt so, heute musst du 2 Tore schießen, weil sonst verleihe ich dich nach Southampton, sagt er mir. Nein. Dann sagt er, guck, sonst verleihe ich dich nach Southampton. Und ich kenne ihn noch gar nicht. Ich denke, so macht der Spaß, macht der nichts oder was weiß ich. Das ist brutal. Und wir waren so ein Abschiedsspiel und er ist ein brutaler Typ. Ne? Also muss man schon sagen, in den Situationen, wenn ich wirklich auch ein paar Probleme mit ihm hatte,
habe ich immer gedacht, was macht er überhaupt? Also wie behandelt er mich? Was macht er mit den Menschen oder irgendwas? Und jetzt im Nachhinein merke ich so, was er wollte und mit welchen Mitteln er einfach gearbeitet hat und wie ich das damals, ich konnte es gar nicht irgendwie klarkommen mit den Dingen, die er von mir wollte und diese Härte und dieser psychische Druck, den er auch aufbaut. Und jetzt merke ich, wenn man das alles ein bisschen lockerer gesehen hätte und wenn man mehr in diesem Business drin gewesen wäre und weiter in der Karriere und mehr Dinge gesehen hätte, dann hätte man das viel anders nutzen können. Und dann ist es auch gut, weil einen gewissen Druck und sowas, wenn der positiv ist und dir den selbst aufbaust, ist immer gut in diesem Business oder in dem Geschäft, weil der treibt dich auch ein bisschen zu Leistungen. Und damals war es einfach nur extrem schwer. Ich bin manchmal nach Hause gefahren, wenn ich ein Gespräch mit ihm hatte und denke so, boah, ich kann einfach nicht mehr. Ne? Ich muss, was soll ich machen? Und weil er so einen extremen Druck dann auch aufbaut und das als 22-, 23-Jähriger war das schon relativ schwer. Ich habe zwar immer gefühlt, dass er auf mich stand und er wollte mich pushen und trotzdem manche Dinge hat er mir schon so ein paar Dinge in den Kopf gesetzt, die waren schon schwer zu verarbeiten. Aber wie lange bleibt sowas? Also einfach nur, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, weil bei uns gibt es auch immer so Gespräche nach Sendungen, und da bin ich immer, glaube ich, der Härteste mit mir selber und sage dann so, Alter, das war eine riesen Scheiße. Und alle sagen, hey, so schlimm war es nicht, guck's dir an. Und du wirst feststellen, so schlimm ist es nicht, wie du es gerade selber darstellst. Ja. Wo ich aber am Ende sagen muss, da ist, glaube ich, immer die eigene Wahrnehmung nochmal eine krass andere als die von anderen so. Aber ich weiß auch, dass mich, wenn ich eine Kacksendung abgeliefert habe, gehe ich halt sehr verunsichert in die nächste und muss erstmal wieder so dieses Selbstvertrauen finden, dass ich mich da wohlfühle, dass ich da so ein Zuhause habe, wo ich spielen darf so, und wo ich mein Ding habe. Das muss ja, für euch ist es ja noch viel krasser, wenn ihr dann in so einem Spiel seid, wo ein Fehler ein komplettes Spiel entscheiden kann. Das ist ja bei uns, sage ich immer so, wenn ich 3 Gags mache und keiner hat gelacht, habe ich immer noch die Chance, diesen einen Gag zu machen, der größte Abräumer in der Sendung gewesen ist. Und dann ist auch alles gut, weil das erinnert man. Ja. Aber ich stelle mir diesen psychologischen Druck von, ich muss da funktionieren, weil da steht auch so viel ja für einen selber auf dem Spiel, stelle ich mir irgendwie nicht so geil vor. Nee, ist es auch nicht. Das Ding ist, es kommt darauf an, wie weit du wirklich in dir selbst bist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Situation wäre wie damals, könnte ich damit viel besser umgehen. Und damals hatte ich einfach diese Tools auch für mich selber noch nicht oder auch das zu wissen, wie ich selbst tick, um damit klarzukommen, um damit auch wirklich spielen zu können und damit mich auch ein bisschen so befeuern zu können. Und manchmal war es einfach so, das war oft so, dass ich habe gespielt, ich habe von Anfang an gespielt, der hat mich in der Halbzeit ausgewechselt und im nächsten Spiel war ich gar nicht im Kader. Also gar nicht, noch nicht mal war ich auf der Tribüne gesessen. Das war, keine Ahnung, 2-, 3 Mal. Ich wusste, das hat er mit vielen Spielern gemacht und alles. Und da war ich damals aber in der Situation, da konnte ich das überhaupt nicht verstehen. Und dann, klar, verlierst du ein bisschen Selbstwertgefühl, weil dein Ego verletzt ist. So, das spielt ja alles in dir drin ab. Und dann machst du dir halt Gedanken, denkst du darüber nach, was er denken könnte, dann habe ich irgendwann manchmal so gedacht. Aber das bin ich auch Weltmeister drin. So, die machen immer so, okay, der muss doch jetzt das und das von mir denken. Genau. Und dann hatte ich manchmal das Gefühl im Training, dass er nur auf mich schaut. Ne? Man bekommt ja das Gefühl, aber es ist wahrscheinlich überhaupt nicht so der Fall. Und irgendwie denkst du so, oh, jetzt hat er hier das gesehen. Hier ist José Mourinho, oder? So, irgendjemand beobachtet dich die ganze Zeit und denkt, du bist scheiße. So hast du dann irgendwie das Gefühl. Und da wieder rauszukommen, das dauert eine Weile und man versucht dann irgendwie neues Selbstvertrauen zu gewinnen, extra zu trainieren. Mir hat es immer Spaß gemacht, für mich selbst zu trainieren. Ich habe da irgendwie so extrem viel Selbstvertrauen rausgezogen, so zu Hause Krafttraining zu machen oder auf dem Platz länger zu bleiben oder solche Dinge, eine Stunde noch länger zu bleiben und für mich zu trainieren. Das hat mir dann irgendwann selbst am Ende meiner Karriere so viel mehr Spaß gemacht, als wirklich so mit der ganzen Mannschaft zu trainieren, weil du bist so irgendwie gefangen, so jeder sagt dir, okay, du musst jetzt die Übung machen und dann ist es, ich fand es dann am besten, wenn ich so einfach für mich alleine trainieren kann. Und Aber wir waren eben bei Leverkusen, wir haben jetzt eigentlich schon ein großes Step nach vorne gemacht. Das heißt, Leverkusen, Balle, der hat dich unter die Flügel genommen und hat dich so ein bisschen groß gezogen. Ja, der hat mir einfach so gezeigt, was dazugehört. Ne? Also er hat ja alles gesehen gehabt, von Nationalmannschaft knapp 100 Spiele, dann bei Chelsea. Und Chelsea durch ihn war immer mein Traumverein. Also schon von klein auf, ich habe ihn damals, das war glaube ich noch Premiere, gab es da noch, kam dann die Premier League auf Premiere und das war immer sonntags, musste ich komplett Fußball durchschauen, Ballack schauen bei Chelsea. Das war so mein Hero, als ich klein war.
Und eine Geschichte will ich jetzt so erzählen, da war, keine Ahnung, ich war mit 14, haben wir noch in meinem Verein, in meinem Jugendverein gespielt, der unweit von mir zu Hause ist. Und da gab es immer für jedes Spiel, haben die so ein Heft gemacht, das hat viel auch mein Vater gemacht und da wurde immer ein Spieler vorgestellt. Und damals war dann eine Rubrik Lieblingsverein und da war bei mir Chelsea, Lieblingsspieler war Ballack und Frank Lampard. Krass. Und Traum, einmal bei Chelsea mit Frank Lampard oder sowas zu spielen. Und dann bin ich ja zu Chelsea gewechselt und Frank Lampard war ja dann mein Mitspieler und das war so der absolute Traum und meine Mutter konnte es nicht fassen, weil sie hat immer noch das Heft zu Hause liegen und das war so... Frank Lampard finde ich auch eine coole Sau. Ja, also ich hab gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung von diesem ganzen deutschen Fußball, aber dann so einzelne Spieler, die man dann echt so wahrgenommen hat, weil sie dann so außerordentlich waren, also oder außergewöhnlich als so Erscheinung waren. Ich habe irgendwann auch mal, waren wir auf einer Reise mit so Freunden aus der Heimat, wo wir dann einmal auch mal so eine Reise gemacht haben und dann saß ich in Riga auf dem Hotelzimmer und da gab es Chelsea TV. Das wusste ich gar nicht. Ja. Und dann haben sie irgendwie, keine Ahnung, die 50 geilsten Tore von Frank Lampard gezeigt. Ne? Und dann dachte ich mir so, what? Oder die besten 100, keine Ahnung, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass der Typ schon 100 Tore für Chelsea geschossen hat. Aber hatte er. Ja. Und unfassbare Dinge dabei. Und da habe ich mich auch in Frank Lampard verliebt, von seinem spielerischen, einfach wie der Typ auftritt. Deswegen kann ich, auch wenn ich da nie hingekommen bin, ich war Torwart tatsächlich. Torwart? Ja, ich war Torwart, in meinem ersten Spiel Torwart. Da haben wir 18-0 verloren. Wolltest du selbst... True Story, ja. Wolltest du selbst Torwart sein oder wurdest du dahingestellt? Nee. Ist das so? Das ist so, ja. Fuck, vielleicht hätte ich das. Da war ich auch nicht so weit. Ich hatte die Tools noch gar nicht, um zu verstehen, wie man damit umgeht. Nee, 18-0 verloren und dann war ich Verteidiger. Und da war ich aber so ein kleiner Terrier. Aber wir haben Bestengruppe gab es damals ja noch gespielt. Wir haben die Bestengruppe und Niederrheinliga. Wir haben sogar eine Saison Niederrheinliga gespielt. Und dann hatten wir auch Uerdingen und ich weiß gar nicht, ob Leverkusen mit drin war. Uerdingen damals war ja groß. Ja. Und dann weiß ich auch noch, da hat der Trainer mich vor dem Spiel, hat er zu mir gesagt, ich meine, das ist ja wirklich, wir reden hier von Kinderfußball, ne? Meinte der Trainer nur zu mir so, Joko, das hast du letzte Woche richtig gut gemacht, ne? Du spielst heute von Anfang an auf der linken Seite. Und ich so, wow, mega geil. Gegen Uerdingen, das war so, die hatten dieses geile Trainingsareal, ne, mit so, also es war einfach schick, so, und bis dahin, bei uns war, keine Ahnung, Peter Breuer, der Platzwart, der hat so, komm von dem Platz runter, Junge, das nicht mit den Stollen im Training, ne? So, das gab's alles. Und dann war ich da und ich bin, glaube ich, in der 13. Minute ausgewechselt geworden, weil ich habe einfach nichts zusammengekriegt, weil ich so stolz darauf war, dass ich gelobt wurde. Und bis heute, das würde mich bei dir mal interessieren, bis heute darf man mich nicht loben. Ich werde schlecht, wenn ich gelobt werde. Ehrlich? Hast du das auch? Weil ich bin, aber trotzdem... Wirst du dann so ein bisschen... nee, ich bin unsicher dann einfach. Ich werde schludrig, weil ich kann mehr Energie aus was Schlechtem ziehen und die positiv versuchen rumzudrehen, als aus was Positivem was Positives zu machen. Das ist total absurd. Man würde sich ja viel mehr wünschen, was Positives zu kriegen, aber geht nicht. Bei mir hat sich das gewandelt. In meiner Anfang von der Karriere, so wenn du wirklich extrem motiviert bist und jedes Spiel ist so irgendwie Champions League Finale, dann war das ist so. Also Bundesliga ist, dann denkst du spielst das WM-Finale. Also so war das für mich. Also müssen wir auch noch drüber reden. Ja, das WM-Finale. Weil das so besonders für mich war, weil ich es niemals so wirklich am Radar hatte, so Bundesliga zu spielen alleine. Und damals, also in meinen ersten Jahren war so, wenn mich jemand richtig kritisiert hat oder von was Schlechtem, wie es bei dir ist, dann konnte ich auch da was rausziehen, dann wollte ich ihm zeigen. Dann hatte ich so diese, okay, du willst mich fertig machen? Nee. Jetzt zeige ich dir mal, ich kann es besser und so. Und das hat sich dann irgendwann gewandelt, dass ich so das Gefühl hatte, so, es hat sich ein bisschen abgenutzt. Und dann war es eher so, dass ich so den Zuspruch dann auch ein bisschen mehr gebraucht hatte, als wenn mich jemand hier irgendwie kritisiert hatte. Und ja. Aber wenn du jetzt so selber auf deinen Weg zurückblickst, ne, dann da gab es in jedem Verein so jemanden wie Ballack? Also wann ist so der Moment da, wenn man sagt, so, ich brauche niemanden, der mich jetzt quasi so entgegennimmt, sondern ich komme da an und ich bin da. Weil es ist ja wahrscheinlich irgendwann auch alterstechnisch so, dass man halt dankbar ist für jemanden wie Michael Ballack, der dann sagt, so, ey, den finde ich cool, ich mag, wie der spielt, ich finde den als Typen gut so, und der nimmt einen unter seine Fittiche. Gab es da so den einen Verein, wo du gesagt hast, ich glaube, ab da würde ich sagen,
war ich so selbstständig, dass ich, also Chelsea spätestens wahrscheinlich. Nach Chelsea, würde ich sagen. Nach Chelsea? Nach Chelsea, ja. Ach, verrückt, das hätte ich vorher gedacht. Also Mainz hatte ich auch jemand, Andreas Ivanschitz heißt er, war österreichischer Nationalspieler und keine Ahnung, hat auch schon Champions League gespielt und er wusste was. Der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, hat mir ein bisschen was gezeigt. So in die Fußballwelt. Dann bei Leverkusen war es Ballack. Das war dann schon ein bisschen mehr, also wirklich das höchste Niveau, was geht. Und dann Chelsea war ja immer noch so, klar, ich war Nationalspieler, war trotzdem noch extrem jung. Und dann hast du halt so die unglaublichsten Spieler, das erinnere ich mich noch beim ersten Training. Ich gucke so durch die Kabine durch und da sitzt dann John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, Fernando Torres. Fuck, stimmt. Torres. Dann kam noch mit der geilen Frisur. Ja, so ein geiler Typ. Wirklich? Ja, überragender Typ. Dann Samuel Eto'o kam dann noch. Also wirklich die Topstars überhaupt. Und dann irgendwie führt dich dann jeder so ein bisschen. So hilft dir ein bisschen. Und das war eigentlich die geilste Zeit. Weil du so merkst, je größer ein Spieler ist, desto größerer Mensch ist er auch irgendwie. So hatte ich das Gefühl. Also so selbstständiger und auch wirklich kein Konkurrenzdenken, so, weil er weiß, wie gut er ist. Und da hat dich irgendwie jeder so ein bisschen geführt, hat dir geholfen, hat dir gezeigt und was weiß ich. Und dann, als ich nach Wolfsburg bin, hatte ich so das Gefühl, dann kann man sagen, war man schon jemand und war so irgendwo auch, dass so die Leute so zu einem geschaut haben, nicht mehr andersrum. Und ich glaube, so ab Wolfsburg war ich dann nimmer so jemand, der jemanden gebraucht hat, der ihn führt, der ihm ein bisschen hilft, weil ich so gefühlt schon fast alles gesehen hatte. Das ist wie verrückt. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass man so, auch wenn du mit 22 dann bei Chelsea aufläufst, dass du sagst trotzdem erst danach. Weil ich denke mir so, wie krass, also gerade wenn du so sagst, du kommst in eine Kabine, wo all diese Größen sind, da würde ich wahrscheinlich, da hat man ja auch einen unfassbaren Respekt vor. Total. Also da weiß ich gar nicht, wie muss ich mir so ein erstes, also bleib mal beim Chelsea-Beispiel, weil es wahrscheinlich auch so für mich weil es auch mein Spiel war, wo ich dich dann gesehen habe, nachvollziehbarste Zeit dann ist, wenn man so ein erstes Training hat, ne? Geht einem da die Pumpe? Mir total. Das ist ja so, ich meine, es ist ja von Spieler zu Spieler abhängig. Wie sagen wir? Unterschiedlich, Dankeschön. Manche sind so abgebrüht, das juckt die gar nicht so wirklich. Ne? Also zum Beispiel Toni Kroos, ich glaube, den könntest du auch schon früher in jede Mannschaft reinstecken. Für den wäre es das Normalste der Welt gewesen. Und bei mir war das immer so, dass ich konnte das manchmal auch selbst gar nicht glauben, dass ich diesen Weg gegangen bin und dann plötzlich bei Chelsea in der Kabine hock. Und bei mir, ich war extrem nervös im ersten Training. Ich erinnere mich noch, ich bin, glaube ich, so viel gerannt wie in einem ganzen Spiel, weil ich wirklich so zeigen wollte, klar, ich war deutscher Nationalspieler und die Jungs kannten mich alle. Und ich habe irgendwie auch, keine Ahnung, über 20 Millionen gekostet. Das heißt, die wissen schon, wer ich bin. Das war ein ernster Transfer. Es war ein ernster Transfer, genau. Und trotzdem war ich extrem nervös und man weiß ja auch nicht, wie die Leute sind oder diese Stars. Ich habe die ja immer bewundert, irgendwie auf FIFA gezockt und mir geträumt. Damals noch bei Didier Drogba habe ich mir immer den Torjubel abgeschaut und sowas und das habe ich ihm dann gesagt und dann waren die Teamkollegen und ich war richtig nervös. Also mir ist da richtig der Stift gegangen, ja. Und ist das dann aber so, wenn du in so einem ersten Training halt so ultra ablieferst und dann selber feststellst, so nach 3-4 Wochen, okay, jetzt muss ich gar nicht mehr so. Ich meine, wie hält man denn so eine Spannung? Also ich finde auch so krass, weil so eine Saison ist ja lang. Ja. Ne? Und ihr seid ja eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, die ganze Zeit topfit, oder? Ja, also es gibt Hochs und Tiefs, wahrscheinlich genau, so Biorhythmus-Gedöns. Ich habe da zu wenig Ahnung von, aber wahrscheinlich gibt es dann so körperliche Phasen, wo es besser ist oder schlechter. Ja. Aber also wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe Kringe kenne ich zum Beispiel ganz gut, hier Flo und Ovo ja auch. Ja. Und bei denen hatte ich immer das Gefühl, die waren dann irgendwo, als Flo in Berlin gespielt hat, der hat dann immer so gesagt, wollen wir da frühstücken gehen? Und dann habe ich gesagt, sag mal, musst du nicht trainieren? Und er meinte so, nee, heute haben wir nur ein Training. Und dann hat er halt so 3 Stunden Training gehabt. Also wie kriegt man diese Spannung overall hin, dass man so am Start ist? Weil ich hatte immer so das Gefühl, vielleicht ist es bei Chelsea anders gewesen oder generell in deiner Karriere anders gewesen. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, so richtig, also so einen Arbeitsstress, wie ich ihn hatte, hatte der nicht. Weil er immer Zeit hatte. Ja, ist auch nicht so. Also normalerweise, gerade wenn du Champions League spielst, Nationalmannschaft hast, dann ist wirklich das Maximum eigentlich, dass du ein Training hast auf dem Platz am Tag und das ist dann auch nicht länger als eine Stunde oder eine Stunde 15. Das ist ja verrückt.
Ja, also in der Saison ist es eigentlich, wenn du wirklich so viele Spiele machst, mit Champions League bis ins Halbfinale oder was weiß ich, geht es fast nur darum, um zu regenerieren zwischen den Spielen. Du kannst gar nicht so viele Reize setzen für den Körper. Die Spannung muss von dir selbst kommen. Also so in solchen Vereinen baust du irgendwie auch mental, musst du dir so eine Spannung aufbauen und dann spielt der Körper auch schon mit. So ist meine Erfahrung, dass, keine Ahnung, dann nimmt dich vielleicht der Trainer auch mal ein Spiel raus, dann hast du eine ganze Woche, um zu trainieren, dann kannst du auch vielleicht ein bisschen wieder körperlich was aufbauen. Ansonsten ist es so Maintaining, so irgendwie fit bleiben, so die kleinen Wehwehchen wegmachen, unter Kontrolle halten, dass sie nicht zu groß werden und einfach durchbeißen. Ne? Krass, okay. Ja. Aber wenn man dann, also das heißt, ihr seid weitestgehend fit alle. Ja. Und wie ist es, wenn man dann in der Champions League bei einem Verein wie Chelsea spielt und dann spielt man gegen welchen deutschen Spieler? Hast du in einer anderen Mannschaft gespielt? Wen gab es da so? Trifft man sich dann, also so als Nationalspieler trifft man sich ja wahrscheinlich auch in der Champions League ab und an. Genau, auf dem Platz. Genau. Wir haben ja den Supercup. Damals war Bayern Champions League Sieger und Chelsea Europa League Sieger und dann haben wir den Supercup gespielt gegen Bayern. Das war ganz cool. Das war eines meiner ersten Spiele. Und da haben wir im Elfmeterschießen gegen Bayern verloren. Und da, klar, dann triffst du halt die Jungs von der Nationalmannschaft. Und das dann. Also ich war immer jemand auf dem Feld. Ich habe immer gern so auch dann irgendwas gesagt und nie zu ernst genommen, dann so ein bisschen Witze. Und normalerweise müsstest du das dann schon auch. Können die auch nicht. Wie ein Feind nehmen. Ne? Ja, das ist einfach hart wegtackeln und trotzdem keinen Unterschied machen. Also das finde ich wirklich absurd, wenn man dann immer auch sieht. Mittlerweile halten sich alle dann auch die Hände vor den Mund, wenn sie sich unterhalten, weil es dann irgendwie Lippenleser gibt, die es dann bewerten. Aber ich stelle mir unfassbar schwer vor, da auf dem Platz einen Unterschied zu machen. Also ich hätte dann auch so in so 2, 3 Lokalvereinen, wieder meine Geschichten aus dem Fußball. So 2, 3 aber es ist doch cool, so eine Verbindung herzustellen. Ja, aber ich kann es halt nur insofern nachvollziehen, wenn dann, keine Ahnung, da gab es so einen Typen aus dem Nachbarort, der war dann irgendwann auch im Big Brother Haus, Norman hieß er, kein Witz, Norman Magoleit, mit dem habe ich auf dem Fußballplatz gestanden, so, wir kannten uns halt, ne? Wir waren Freunde, aus dem Privaten gab es irgendwie so Kontakte und dann waren wir halt irgendwie immer am Wochenende mal zusammen unterwegs und dann hast du an einem Wochenende oder 2 Wochenende im Jahr, hast du aber auch zusammen auf dem Fußballplatz. Ich konnte es nicht, das war mir zu viel. Ja. Also es war mir so weird. Also ich wollte ihm nicht beweisen, was ich kann, weil es ging auch gar nicht. Ja. Er war ein guter Fußballer. Das habe ich immer nicht hingekriegt, weil ich dachte mir immer so, ey, warum muss ich denn jetzt hier so auf total Anti? Ja, ich meine, zum Beispiel bei Chelsea, wenn du bei Mourinho arbeitest, ist jeder Gegner also richtig dein Feind. Also das will er auch. Das macht er aber klar. Genau, das macht er klar. Also da gibt es nichts mit irgendwie mal so, hey, wie geht's und so, und wie war, wo seid ihr im Hotel? Da ist nichts, wenn er das sieht. Wirklich? Ja, also... Weil er einfach auch nicht will, dass diese Ebene da ist im Spiel. Genau, ich glaube, wenn du wirklich auch in deinem Flow bist und wirklich ernst bist und wirklich in deinem Spiel bist, dann macht man das auch nicht wirklich. Also dann, keine Ahnung, hilfst du mal beim Foul hoch oder sowas, sagst mal was, oder alles okay und trotzdem, ja, das ist eine geile Geschichte. In dem Wirklich? Ja, in dem Supercup-Spiel hat Mario Götze, der wurde eingewechselt dann. Und dann wurde der so brutal umgetreten von einem Spieler von uns, von Chelsea. Und der lag am Boden und dies und das. Und ich habe die Szene nicht richtig gesehen. Dann gehe ich zu ihm hin und sage so, das war doch kein Foul, Mario, was machst du denn hier so? Steh mal auf. Und dann war der wirklich 4 Wochen danach raus. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Dem sein Fuß war komplett zerstört und was weiß ich. Und ich sage zu dem, komm, stell nicht so geh mal auf und dies und das. Und ja, also ich glaube, wenn du in deinem Flow bist und dies und das und wirklich fokussiert, dann kümmerst du dich auch nicht so wirklich um deine Freunde dann auf dem Spielplatz. Ja. Wenn wir eben mal so Richtung Nationalmannschaft uns bewegen, ne? Ja. Das ist sowieso das Beste. Also, das war immer das Beste. Du hast die Tage noch gepostet, irgendwie so, ich habe den Moment immer geliebt, oder ich kriege jetzt dieses Trikot überzustreifen, ne? Ja, das also hat man wirklich das, also ich frage es jetzt einfach so ganz stumpf, weil es mich wirklich ist man sich im Klaren darüber, dass man für dieses Land, in dem man groß geworden ist, da auf dem Platz steht? Also macht das was mit einem, weil es nochmal so ein krasser Unterschied ist, weil es nochmal quasi so die Essenz aus allen krassen Fußballern, die aus diesem Land kommen, die in der Welt verteilt in den krassesten Vereinen spielen, da zusammenkommen, ist einem das so bewusst oder ist es eher so, ach, ich mag die Jungs, das macht einfach immer Spaß, eine gute Zeit, weil das sind mal andere Menschen. Ja. Wie in einer anderen Firma arbeiten. Zweiter Job. Zweiter Job. Ja. Mir war das immer so extrem bewusst. Also es war so fast schon surreal für mich, so in der Nationalmannschaft zu sein. Und das ging auch ganz, ganz lange. Also es war nie
dass das irgendwie normal wurde für mich. Also ich auch immer bei den Nominierungen so trotzdem so eine gewisse Unsicherheit und bin ich dabei, obwohl ich eigentlich wusste, ich bin dabei und immer extrem gefreut, wenn die Nominierung draußen war und man dabei ist. Das war auch für meine Familie so wirklich in der Nationalmannschaft und dann wird es einem bewusst, okay, das sind die 23 besten deutschen Spieler und da ist man dabei und dann war es bei mir auch, ich war eigentlich immer so unter den ersten 14, also wenn ich nicht von Anfang an gespielt habe, wurde ich auch eingewechselt. Das war dann schon so ein Moment, wo man sich dann auch so bewusst wird, was gerade hier wirklich passiert und was für eine Karriere man auch wirklich hat. So der minimalste Prozentteil von allen Fußballern, der das schafft. Und das war schon immer sehr, sehr besonders. Und das ist, also mir hat es immer einen richtigen Kick nochmal gegeben, für die Nationalmannschaft zu spielen, weil es so extrem besonders einfach für mich war. Also dieses weiße Trikot und irgendwie so ganz Deutschland schaut gerade die Turniere, sind natürlich das Beste überhaupt. Ich muss auch sagen, also ich finde dann auch die WM- oder EM-Jahre habe ich immer geliebt, wenn sie dann absurd gut gelaufen sind, weil es halt einfach auch nochmal so ein krasses, also ich glaube, da verändert sich auch echt was in diesem Land. Ja. In dem Moment, also A2-6 angefangen, ne, mit der WM im eigenen Land so, was schon echt besonders war, weil ich fand das Geilste, dass es der krasseste Sommer eigentlich war, den man jemals erlebt hat und die ganze Welt guckt nach Deutschland und so, wow, krass, da scheint ja nur die Sonne. Das war so mein Bild, wo ich dachte so, oh, geil, schon wieder ein Spiel. Bei absolutem Sonnenschein, die ganze Welt schaut zu. Ja. Aber ich frage es einfach mal ganz naiv, von allen Spielen für die Nationalmannschaft, gibt es ein Lieblingsspiel? Ein Lieblingsspiel? Ja, normalerweise, das wäre jetzt natürlich das Typische, wenn man sagt, das wäre im Finale, ne? Oder das Halbfinale gegen Brasilien. Ach, schon die 2 Spiele. Eigentlich das Finale, weil so irgendwie, ich war im Bus gesessen und ich hatte schon so Tränen in den Augen, weil wir sind so an der Copacabana vorbeigefahren und wir haben ja Brasilien ein paar Tage davor dieses 7:1 auf Wiedersehen gesagt. Und du siehst so, wie die ganzen Leute an unserem Bus strömen und wir fahren so langsam über diesen Strandabschnitt und wirklich, du siehst die Brasilianer, wie die uns angefeuert haben und also die ganze Busfahrt so total Gänsehaut und mir sind die Tränen gekommen und du spürst da so eine Energie, so auch in dem Bus, es war komplett ruhig. Natürlich hat jeder seine Kopfhörer auf und versucht, sich in Stimmung zu kriegen. Und das war so, ja, es war unglaublich. Unbeschreiblich. Ja, so die ganzen Leute, die Fußballverrückten zu sehen. Und wir fahren da in das Stadion rein, dann irgendwie beim Aufwärmen war schon eigentlich alles voll. Du siehst, so eine Kurve ist komplett weiß, die Deutschen. Es war, ja... Das war das verrückteste Spiel. Krass, wenn du davon erzählst, das ist so absurd, wenn man weiß, welchen Beitrag du zu diesem WM-Titel geleistet hast. Also fuck, ohne dich, der da reingekommen ist und deine eine Flanke, ich werde es nie, ich schwöre dir, mein Kumpel Janno hat sich danach so besoffen. Berührt dich das emotional jetzt? Nein, also ich habe gerade nur das Bild im Kopf, so nachdem meine ganze Familie ist nach Rio geflogen, also meine Mutter, meine Schwester, mein Vater, die waren alle auf der Tribüne gesessen und dann nach dem Spiel. Ich habe so dieses Bild ist so irgendwie krass, in meinem Kopf drin, als ich meine Familie sehe, meine Mutter komplett in Tränen, meine Schwester komplett in Tränen, die sind irgendwie nach unten gekommen, so Bande und man konnte sich so kurz umarmen und was weiß ich, ja. Ja. Aber ich werde es nie vergessen, weil ich war so auf 180 nach diesem Spiel. Ne? Ja. Das ist, wie gesagt, mein Kumpel Janno, wir waren im Urlaub und der hat sich danach so hart weggeschossen nach diesem Spiel, dass wir nicht ausgehen konnten. Und ich war richtig stinkig auf den. Das war mein größtes Problem. Ich dachte so, Alter, wir sind gerade Weltmeister geworden. Also man sagt wir. Also ich meine, aber wir waren halt Fußball-Weltmeister. Und der lag einfach nur auf dem Boden im Ferienhaus und meinte so, fahr ohne mich. So, Alter, ich gehe nirgendwo hin ohne dich. Was soll denn das? Es ging gar nichts. Aber ihr müsst ja auch die Party des Jahrhunderts gehabt haben. Aber noch, also auf den Tag würde ich gerne noch so ein bisschen rumreiten, weil das ist so auch für mich tatsächlich, aber auch für alle anderen, mal so nah beschrieben zu bekommen, wie du es gerade sagst. Da fährt man mit dem Bus nach Maracanã ins Stadion und du weißt einfach so, das ist der wahrscheinlich krasseste Moment. Ja. Also arbeitet man, vielleicht eine Frage davor, ist es so ein Ziel, ich will mal Weltmeister werden, ganz logisch, oder ist es eher sowas wie, wenn es passiert, geil, ich kann es ja eh nicht beeinflussen, weil es so viele Parameter sind, die da reinfließen müssen. Das ist ja wirklich once in a lifetime.
Und du bist ja einer von denen, der hat also alle Titel gewonnen, die man gewinnen kann? Nee. Deutscher Meister und Champions League. Also stimmt, Deutscher Meister, ja, gut. Ja, trotzdem. Vielleicht hätte man nicht Wolfsburg machen sollen. Das wäre ich sag mal so, Chelsea hat auch danach nicht mehr gewonnen. Ich hätte vielleicht 2 Jahre vorher. Ja, egal, gut. Nein. Aber trotzdem ist es ja einfach, es gibt nichts Größeres. Ne? Das ist so wie ich weiß, in meiner Branche gibt es die Emmys, wo man dann sagen würde, so, okay, das wäre dann so das Krasseste, was man gewinnen kann, ist auch utopisch, aber nicht unrealistisch. Also Weltmeister ist auch dadurch, dass es mit der Nationalmannschaft ist und alle 4 Jahre. Ne? Also es ist eigentlich schon würde ich sagen, Champions League so der besonderste Titel. Und es war nie, also bei mir war es nie so ein Ziel, weil es einfach so weit weg ist. Ne? Also wie viele Dinge müssen zusammenkommen? Erstmal musst du so gut sein, dass du in der Nationalmannschaft bist. Dann muss der Trainer irgendwie auf dich stehen, dass du da mitfahren kannst. Dann musst du natürlich auch die Mannschaft dazu haben, um jeder muss irgendwie in seinen besten Jahren sein. Das meine ich. Genau. Die Generation muss so auf einem Level sein, dass du das überhaupt erreichen kannst. Dann brauchst du natürlich Spielglück. Also wenn man unsere Spiele sieht in der WM, also es war ja keine Ahnung, auch irgendwie so gerade so durchgekommen, manche Spiele. Und dann, also es ist einfach viel zu weit weg, um das als Ziel zu sehen. Also ich hatte nie den Ziel, so meine Karriere fängt jetzt an, ich will Weltmeister werden, weil es so weit weg ist. Und dann stehst du aber an dem Tag da. Ja, und das ist das Finale. Das Schwierige an dem Tag ist ja überhaupt eine Routine irgendwie reinzukriegen, weil es so besonders ist. Sowas bei mir. Normal, das Spiel ist ja abends und du hast dann irgendwie Mittagessen und dann kommt der Mittagsschlaf. Und aber jetzt sind wir schon an dem Tag, der Abend davor, also ich habe vor großen Tagen, wo ich so weiß, heute geht, also am nächsten Tag geht es um was, ich schlafe nicht. Konntest du pennen? Ich konnte pennen. Das Ding war, man hat ja nicht die geilsten Hotels oder was weiß ich. Habt ihr nicht? Also in Brasilien. Also sonst ja. Also da lässt sich der DFB nicht lumpen. Und so in Brasilien war es ja, ich meine, so extrem feucht und was weiß ich. Ich erinnere mich noch, mein Fußboden, das war so ein Fließboden. Da musstest du wirklich ganz langsam laufen, um nicht rauszurutschen, weil so feucht war meine Bettdecke komplett nass irgendwie. Versuchst noch ein bisschen die Klima zu machen, aber auch nicht zu viel, dass du nicht krank wirst. Man dreht ja da so ein bisschen durch. Ihr schlaft dann da irgendwie Copacabana im teuersten Hotel der Stadt? Ja, war wahrscheinlich auch das Ganze. Wahrscheinlich. Nein, also ja, ich habe gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen und trotzdem, man versucht ja, man baut in so einem Turnier irgendwie seine Routine auf, was man einen Tag davor macht und versucht so irgendwie drin zu bleiben. Bei mir war es immer am Tag davor, ich musste was posten, so irgendwas so wir zusammen oder was weiß ich, auf Instagram, dann mit der Familie quatschen und dann einen Film schauen, versuchen irgendwie vor 12 schlafen zu gehen. Und du bist so in der Routine drin. Klar denkst du da auch mal drüber nach, das ist so der größte Tag, der so für einen Fußballer kommen kann. Und machst dir Gedanken, vielleicht dauert es auch eine Stunde länger. Und trotzdem, ich hab gut geschlafen, das erinnere ich mich noch an der Tag dann, so aufzuwachen, zum Frühstück zu gehen. Das war dann schon so, guckt man sich dann so auf dem Weg zum Frühstück mit den Kollegen da in die Augen und man weiß so, Alter, ja, heute kann der The Magic Day werden. Ja, man versucht, also ich habe mich versucht, so irgendwie, so künstlich locker zu machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, klar. Hey, ich bin easy! Okay, nochmal so extra Energie zu geben, so überhaupt nicht natürlich. So, wir machen dann immer so das Anschwitzen, das ist dann so Fußballtennis und dann nochmal so, alright, so ein bisschen überspielen das Ganze und irgendwann lachen, wenn alle anderen auch lachen. So. Und das war so ein bisschen fake der ganze Tag und und dann ist es auch irgendwann soweit. Also dann packst du so irgendwie Musik rein, das war bei mir immer, das ist so, ich glaube, das werde ich irgendwann vermissen, so der Weg zum Stadion. Das war für mich immer der Moment, so, wo es losgeht, so, dass man die gewisse Motivation reinkriegt und das war an dem Tag nochmal besonders. Dann versuchst du deine Playlist natürlich auch so deine All-Time-Favorites da reinzuhauen. Nur ein, zwei Songs, die da drin vorkommen? Red Hot Chili Peppers, das war immer ein Ding. Other Side oder ich weiß jetzt gar nicht, wie die anderen heißen. Und hast dann aber schon so energiegeladen nach vorne. Ja, genau. Also es war trotzdem so durch meine Karriere immer so stimmungsabhängig. Also ich könnte auch
so was extrem Trauriges hören. Das hat mich auch irgendwie so gepusht, so auf eine andere Art und Weise. Und da weiß ich noch, das war Red Hot Chili Peppers, dann ein bisschen Rap dazu, ein bisschen Drake, Lil Wayne, so die Dinge. Und dann noch die ganzen Leute dazwischen. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich wie ein Film, der dann abläuft. Ja, ne? Du versuchst alles aufzuschnappen und trotzdem versuchst du dich darauf zu konzentrieren, dass du jetzt gleich auf dem Feld stehen sollst und gehst das Spiel durch. Das macht man ja auch häufig. Man geht die Situation schon durch, was könnte kommen, was könnte passieren. Bei mir ging es ja dann ruckzuck, dass ich irgendwie drin war. Und dann ist es immer gut, schon mental vorbereitet zu sein. Dieser eine Pass, ne? Ja. Wenn der so, jetzt wende ich mal so mein Fußballfachwissen ein, wenn der dir so vom Schlappen rutscht, ne? So war es wirklich. Ne? Ja, war so, ne? Ja. Also ich kann mir vorstellen, es gibt Flanken, die man schlägt, wo man weiß, oh, die war mega. Genau. Die findet genau den ich haben wollte. Wolltest du Mario treffen? Oder hast du einfach nur gedacht, wahllos rein? Ja, ich wollte dann irgendwo in diese Zone rein treffen. Ich habe Mario nur im Augenwinkel irgendwo gesehen. Und das war sowieso das Letzte, was ich irgendwie noch machen konnte. Und dann, also es war auf keinen Fall gezielt. Ne? Da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sage, da sollte er hin. Da sollte er hin, genauso wollte ich treffen. Ja. Aber verrückt. Ich sehe irgendwie, ich drehe ja dann irgendwie so weg. Ich sehe gar nicht, wie Mario den annimmt oder irgendwas. Ich sehe bloß, dass da plötzlich der Ball im Netz ist und ich denke so, alright. Und jetzt interessiert mich wirklich, weil ich glaube, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity für mich, so wie du Weltmeister geworden bist mit diesem unfassbaren Pass. Schaltet sich da alles stumm? Kriegt man diesen Jubel mit? Ist das nur das Team auf dem Platz? Also was ist so diese also ich kann es mir nicht vorstellen, was in einem menschlichen Körper ablaufen muss, wenn man sich gerade darüber im Klaren geworden ist. Und es ist natürlich irgendwo Team, weil alle auf dem Platz gestanden haben und alle haben diesen Moment herbeigeführt, weil auch da, wo der Ball vorher herkam, das ist ja genauso wichtig dann wie diese eine Pass, aber du hast ihn geschlagen. Das stelle ich mir unfassbar vor. Also ich stelle mir so vor, so ein bisschen, um vielleicht meine Wahrnehmung, da muss irgendwie, es muss Klick machen und es ist mucksmäuschenstill, weil du denkst, das gibt's gar nicht, was ist denn hier gerade passiert? Ja, es ist so ähnlich. Wenn ich mich zurückversetze, das ist natürlich so schwer, so in gewisse Situationen und trotzdem, du siehst dann nimmer viel. Also du siehst sowieso, das Stadion siehst du nicht, du siehst keine Leute. Mein Ziel war es in dem Moment einfach nur, so schnell wie möglich Mario irgendwie umzureisen, um zu feiern. Also du weißt auch nicht wirklich, wohin mit dir selbst, weil was machst du jetzt? Also, irgendwie bin ich dann auf ihn zugerannt, ich sehe alle schreien, alle kommen und du realisierst ja gar nicht, was das bedeutet in dem Moment. Ja, logisch. Ich glaube, ich habe ihm fast das Genick gebrochen. Der ist irgendwie mal vorbei und ich versuche ihn irgendwie so zu kriegen, habe ihn hier am Hals gepackt und ihn so festgehalten. Ich glaube, der ist mir ein bisschen sauer, weil er wollte natürlich seinen Jubel da irgendwie durchziehen. Und ich habe nein, mein Freund, du bleibst hier. Und dann ist sowieso, du hörst nur noch Geschrei, irgendwie Tinnitus hier, Tinnitus da und versuchst dir so viel Zeit zu lassen, wie es nur möglich ist. Und allgemein, ich erinnere mich ganz, ganz wenig an Stimmung von dem ganzen Spiel, weil du so komplett im Fokus bist. Das ist der Arme, der weiß auch nicht mehr viel. Ja. Nee, der weiß gar nichts mehr. Für den bin ich ja reingekommen, da in der 25. Minute, ne? Der Christoph, ja. Und, aber das heißt auch wirklich, das ist so wahrscheinlich auch aufgrund der körperlichen Leistung und aufgrund von all dem, was so in einem passiert, im Kopf auch, ist man irgendwie, wie hat man so wie so ein Blackout von diesem Spiel? Also so wie wenn man zu viel getrunken hat abends, du kennst es wahrscheinlich so oft in deinem Leben nicht. Ich kann es dir erzählen, es gibt Abende, da trinkt man erinnert. Nach Rio schon. Aber das ist dann wirklich so ein Spiel wie dir? Also du kannst, wie viele Momente kriegst du zusammen von so einem Abend? Also wahrscheinlich danach eine Menge, ne? Ja, oder? Doch schon viele. Also ich kann schon von den Schlüsselspielen, von meiner Karriere oder so, das kann ich dir schon ganz schön viele Momente auch sagen, weil irgendwie spielst du die immer wieder durch in deinem Kopf und weißt, was passiert ist, weißt, was da passiert ist. Und es gibt schon einige Momente, wenn ich dann nochmal so die Highlights von diesem Spiel sehe, dann denke ich so, oh, das ist da überhaupt passiert? Das ist schon in dem Spiel so gewesen.
Ja, aber dass mir dann das komplette Spiel fehlt, ist nett. Ich habe schon so die paar Momente, ich sehe auch so dieses Tor vor mir, so die Bewegung, wie dann Toni den Ball hat und wir noch einmal hin und her. Also da bin ich schon noch drin. Da bin ich schon noch drin und war ich bewusst in den Momenten. Das ist ja häufig so, wenn du hast so, klar, keine Ahnung, du spielst 500 Spiele und hoffst, dass du vielleicht 400 von denen wirklich im Flow bist, also so in dem Spiel drin bist, dass du an keine anderen Gedanken denkst, du hast wirklich bloß dich und die Mannschaft und das Spiel drin und dann hast du auch Spiele, keine Ahnung, du denkst so, okay, heute Abend, wo gehe ich da hin? So, das war in meinen jungen Jahren, so, alright, okay, wir führen 3-0, jetzt kann man auch schon mal denken, was passiert danach oder sowas. Und, ja, logisch, aber warum auch nicht, ne? Ja, und trotzdem in dem WM-Finale dann, klar ist, automatisch von der Bedeutung von dem Spiel bist du komplett dort und deswegen bekommst du auch von der Stimmung oder irgendwas fast gar nichts mit. Ich meine, die ganze Zeit, die dann ja danach kam, also wann würdest du denn sagen, hat sich das so ein bisschen aufgeschiemt, dass du gemerkt hast, irgendwie ist es das nicht mehr? Also ich würde jetzt einfach mal einen Wild Guess machen. Ne? Ja. Ich glaube, die Zeit in Dortmund und nach Moskau verliehen zu werden, ich formuliere es jetzt einfach mal so, wie es mir gerade in den Mund kommt oder in den Kopf kommt, stelle ich mir jetzt nicht den geilsten Move vor. So für eine Zufriedenheit, weil wenn man dich jetzt so erlebt, finde ich, merkt man ja krass an, du bist emotional, du hast irgendwie ein Gespür für so Zwischenmenschliches, ist dir wichtig, du hast irgendwie so das Bedürfnis nach, je mehr da wirklich Zusammenhalt ist, desto besser bist du. Du bist jetzt nicht der Einzelgänger, außer wenn du vielleicht jetzt am Schluss lieber alleine trainiert hast. Ja. Aber ich finde so, wenn man dir zuhört, bricht es einem fast das Herz, dass du so für dich so einen Entschluss gefasst hast, dass du gesagt hast, so, ich will nicht mehr, du bist fucking 29, Alter. Da ist jetzt nicht die Karriere. Also du bist einfach noch jung. Ich bin 41, ich bin ein alter Mann. Du kannst mein Kind sein. Ja, aber spielt Alter so eine große Rolle dabei? Also in deinem Sport schon, weil du könntest ja definitiv noch ein bisschen machen. Ja, aber das spielt doch dann, also meine Meinung oder so, wie es auch dann die Jahre gekommen ist, das spielt dann irgendwann keine Rolle mehr oder sollte keine Rolle spielen, wie alt du bist, wenn du in einer Sache, in der du drinsteckst, nicht mehr glücklich bist. Und worum geht es im Leben? Also kann ja alles so schnell vorbei sein. Das Leben ist so kurz. Worum geht es wirklich, dass du in den Momenten oder in dem Ding, was du wirklich tagtäglich machst, glücklich und erfüllt bist, so irgendwie, dass dich das innerlich erfüllt, dass du so ein Gefühl hast, du willst es unbedingt machen. Und dann glaube ich oder fühle ich, wenn dieses Gefühl nimmer da ist, sollte man den Mut haben und den Mut, ich meine, das war keine Entscheidung oder keine Ding, die auch von jetzt auf nachher bei mir war, dann sollte man den Mut haben für sich selbst, weil es geht dann im Moment nur um sich selbst, den Mut haben, diese Entscheidung zu treffen und den Cut zu machen und sich was anderes zu suchen, weil was für einen Sinn macht es noch, in irgendwas drin zu stecken, indem du zum Training fährst, in meiner Situation jetzt zum Training fährst und denkst so, oh, eigentlich muss ich jetzt nicht auf dem Platz stehen und zwickt mir ein bisschen was hier, vielleicht könnte ich mich heute rausnehmen und ich trainiere morgen wieder. Vielleicht ist morgen wieder gut. So, man schiebt sich das immer wieder ein bisschen voraus. Oh, ja, okay, heute ist halt so ein Tag, da habe ich keinen Bock zu trainieren, da habe ich keinen Bock in der Kabine zu sitzen. Vielleicht ist morgen besser. Und das machst du auch vielleicht ein Jahr oder ein paar Monate. Und dann war es bei mir einfach so und dann spielt auch Alter für mich keine Rolle. So, ich will wieder glücklich sein, ich will zufrieden sein, ich will erfüllt sein. Und ich will was tun, auf das ich einfach richtig, richtig Bock habe und auf das ich Spaß habe. Und das war es dann in dem Moment einfach nimmer. Aber also wenn du so darüber redest, habe ich jetzt nicht das Gefühl, weil du immer nur sagst, das war der größte Moment, das war Wahnsinn, das war dies oder das ist ja schon, also du hast eine unfassbare Wertschätzung für das, was du da erleben durftest, sage ich jetzt mal fast. Auch wenn du es dir selber hart erarbeitet hast, so. Ja. Aber es gäbe ja wahrscheinlich auch andere, die dann vielleicht auf so einer anderen Ebene sagen so, hey, ganz ehrlich, ne, was habe ich denn schon irgendwie, ich habe halt Fußball gespielt oder so. Aber bei dir, finde ich, merkt man so krass, du bist ja auch, ich würde sagen, du schätze dich zumindest ein, du hast ja eine Form von Dankbarkeit für, dass du das durchleben darfst, weil du erzählst eben am Anfang, ey, das ist ein so geringer Prozentsatz und ich habe es geschafft. Und wie oft heute, also ich glaube, du hast heute allein schon 5-mal gesagt, so, ey, dann stehst du da und denkst so, wie bin ich hier hingekommen, wie habe ich das gemacht? So. Also das ist ja schon, du hast ein totales Bewusstsein dafür. Ich frage mich nur so, bei all dem, was du da hattest, muss es ja dann jetzt irgendwas gegeben haben, dass sich das so verändert hat. Weil
redest, wenn man, wir hätten jetzt wahrscheinlich noch viel mehr Zeit darauf verwenden können, den Weg dann bis Dortmund und Moskau zu erklären, so, aber ich finde es eigentlich ganz geil, so aus dieser unfassbaren Höhe und dir selber auch anzumerken, wie emotional du bist, wenn du über Maracanã sprichst und wie viel dir dieser Sport und diese Momente bedeuten, festzustellen, dass du das einfach alles, ich will nicht mehr. Und das ist krass, das ist eine wahnsinnige Entscheidung. Ich habe dir auch geschrieben, so, Alter, ich freue mich für dich als Mensch, freue ich mich wahnsinnig, dass du diesen Schritt für dich gegangen bist, weil ich kenne es auch, dass man sich durchaus damit auseinandersetzt, so, ist es das, was ich hier gerade mache? Gibt es da draußen noch was anderes? Und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht wertschätzt, überhaupt in der Position zu sein, das machen zu dürfen, was man macht, sondern genau wie du sagst, man setzt sich halt damit auseinander. Ich bin ein fucking ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Ich habe genauso Gefühle wie jeder andere auch. Ich will einfach nur zufrieden sein mit dem, was ich mache. Und manchmal gibt es diese Zufriedenheit in meinem Beruf auch nicht. Und bei dir ist es ja dann, glaube ich, nochmal härter, weil man dann einfach so das, ich meine, wenn du schon sagst, dann zwickt es im Oberschenkel und man versucht das zu nutzen, um vielleicht nicht trainieren zu müssen. Ja. Da muss ja schon eine ganze Menge vorher richtig schiefgelaufen sein. Ja, was heißt schiefgelaufen? Ich glaube, das ist ja, also bei mir hat sich das so ein bisschen mit der Zeit so entwickelt. Kannst du sagen, wann das erste Mal für dich so ein Moment, wo du, also ich kann sagen, zu Halligalli-Zeiten, wo man dann irgendwann so in so einer Routine drin war und man so das Gefühl hatte von wegen so, das ist mega, aber what's next? So, also da fehlt einem so das Gefühl für. Man hat irgendwie das Gefühl, man hat's, das klingt jetzt auch total großspurig und das ist gar nicht so hart gemeint, aber das ist, wir haben es diese Sendung ist durchgespielt. Ja. So. Und es macht keinen Sinn, sie weiter am Leben zu halten, weil die Sendung ist erzählt. Man kann nicht mehr besser werden. Mhm. Ist das so ein bisschen auch dein Ding? Also, weil das war bei mir der erste Mal der Moment, wo ich ihn hatte und und das ist vielleicht anders in meiner oder in unserer Welt, weil wenn wir eine Sendung beenden, geht es ja aber trotzdem weiter. Ja. Aber wenn du dein Spiel beendest, dann ist vorbei. Dann ist vorbei, ja. Ich glaube, bei mir hat es so leicht angefangen, schon nach der WM. Also relativ früh. Ich bin dann wieder zu Chelsea zurückgekommen. Ich hatte irgendwie 2 Wochen Urlaub und dann war die Saison und dann war das eine extrem schwierige Saison für mich. Salmonellenvergiftung. Ich war körperlich auf keiner Höhe überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Mir hat alles wehgetan. Meine Motivation. Ich konnte 4 Wochen, war ich richtig motiviert, habe gut gespielt und dann ist es so extrem runtergefallen, dass mir hat es schwer gefallen, darüber nachzudenken, 90 Minuten zu spielen, dass ich 90 Minuten ein Top-Spiel machen konnte. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich wieder mental auf dieser Höhe war, überhaupt auch konkurrenzfähig zu sein. Weil wenn du mental dein Selbstwertgefühl, dein Selbstvertrauen irgendwie dann auch gar nicht so hast, dann kannst du auf diesem Level nicht mithalten. Und dann habe ich gemerkt, dass es immer schwieriger wurde im Verein auch ein bisschen. Dann bin ich ja nach Wolfsburg gewechselt und da hatte ich auch dann das erste Jahr, war extrem schwierig und da hat es so langsam angefangen und habe ich mir die Frage gestellt, ist es das überhaupt, wenn ich so krasse Tiefen da auch in diesem Sport habe, ist es das überhaupt, was ich machen sollte? Und die Antwort war trotzdem immer noch ja, weil ich so eine extreme Motivation dann immer wieder gefunden habe und auch so an mir arbeiten wollte. Ich wollte wieder besser werden. Ich hatte das Gefühl, komm, jetzt gibst du mir wieder Gas und du kannst es doch. Und das wurde dann auch immer wieder besser. Deswegen ist es auch ein bisschen meine Karriere so Ups und Downs. Das kann ich so extrem an meinen Launen und an meinem Selbstvertrauen und an dem, was ich wirklich wollte, kann ich das so extrem sehen, wie meine Ups und Downs sind. Also das spürt man auch schon wieder und wie viel Arbeit man wirklich reinsetzt. Das habe ich in meiner ganzen Karriere gesehen. Umso mehr ich gearbeitet habe, umso mehr ich an mir gearbeitet habe, umso mehr Fokus ich auf diesen täglichen Dinge hatten, wie Training, umso besser war ich wieder auch im Spiel. Und deswegen wusste ich, was ich machen sollte, was ich machen müsste, um auf einem konstant hohen Level zu sein. Und trotzdem habe ich es nicht geschafft, weil immer wieder ich so mental auch das dann nicht geschafft habe, so am Leben zu halten und auch ein bisschen dann wieder locker gelassen habe. Und dann waren wieder die Tiefen da. Dann war meistens nach so einer Tiefe war ein Vereinswechsel bei mir, weil ich dann so auch gefühlt war das dann so verbrannt, irgendwie mit den Fans auch ein paar Probleme gehabt, obwohl ich das nie wirklich wollte und ich ja kein Mensch bin, der irgendwie auf Konfrontation ist oder der Leute nicht mag oder irgendwas. Und das war so extrem ego-driven von mir oder auch wie nochmal von den Sachen, was wir vorher gesagt haben, dass ich gedacht habe, die Fans denken schlecht über mich oder so, die mögen mich nicht und sowas. Das war zu häufig, weil ich
extrem verkopft. Und das hat da, ja, würde ich sagen, nach der WM angefangen, habe trotzdem immer wieder die Motivation gefunden. Deswegen war der Schritt auch nie notwendig, weil ich es unbedingt noch wollte. Ja. Und dann irgendwann, das war jetzt im letzten Jahr in Moskau, war so dieses Gefühl, dann war auch die Winterpause, das ist da relativ lang und dann kriegt man auch so wieder ein Gefühl, wie sehr vermisst man diesen Sport. Und ich habe ihn nicht wirklich vermisst. Ich habe es nicht vermisst, auf dem Platz zu stehen und das war so der Punkt, okay, ich glaube, es ist vorbei. Aber wie ist es in so einem Prozess von Ups und Downs? Ich meine, wie muss man sich das im Sport vorstellen? Ist man da mit sich die ganze Zeit? Gibt es da Leute außer Familie, sage ich jetzt mal, die einen dann auch so professionell da begleiten? Oder ist man da wirklich dann eher so, mir geht's halt kacke? Ja gut, gibt es ja auch so Menschen, wenn man denen sagt, mir geht's nicht gut, die sagen so, red lieber mit jemandem anderen, aber nicht mit mir. Ja. Wie dealt so ein weil jeder Verein hat ja wahrscheinlich auch gemerkt, dass du struggles, dass du irgendwie deine Dinge so mit dir rumschleppst, dass du auch nicht dahin kommst, weshalb man dich geholt hat, weil das ist ja auch ein ganz klares Versprechen, wenn man sich dich holt und einen Haufen Geld dann auf den Tisch verlegt, dann willst du halt Leistung haben. Also ist das auch was dann bei dir zusätzlich noch auf den Schultern liegt, wo man jetzt ja sagen kann, okay, so what, er kriegt einen Haufen Kohle dafür, dass er über den Platz rennen muss, der soll sich bitte nicht so anstellen, aber all diese von außen aufgesetzten Themen wie... Extrem. Also auch nur noch ein Beispiel, weil ich kann irgendwie so, glaube ich, relaten in der Form, als dass man immer so denkt, so, dann wird über dich geschrieben, das liest du ja auch noch. Ne? Du am Ende denkst du dir aber so, naja gut, aber anscheinend muss ich nur funktionieren und wenn ich funktioniere, ist cool und wenn ich nicht funktioniere, hat aber keiner Verständnis dafür, dass ich nicht funktioniere. Warum? Ja, es war extrem der Fall. Jetzt im Nachhinein merke ich, wie sehr ich um die Aufmerksamkeit anderer gespielt habe. Ich wollte es allen recht machen. Ich wollte, dass die Zeitung gut über mich schreibt. Ich wollte, dass die Fans mich lieben. Ich wollte, dass der Trainer mich mag. Ich wollte, dass der Sportdirektor sagt, ey, du bist echt ein geiler Spieler. Also ich wollte immer, dass die anderen mir dieses Selbstvertrauen geben oder dieses Gefühl geben, sie mögen mich. Und das ist ja sowas, keine Ahnung, jetzt die Erfahrung, die ich jetzt habe, sowas läufst du ja dein Leben hinterher, wenn du nicht irgendwo so das für dich machst. Und ich merke so extrem, wie sehr ich das für andere gemacht habe, so um für andere gut zu sein, für andere der zu sein, der sie sehen wollen. Also du hast ja quasi auch wie so ein Alter-Ego geschaffen, du warst gar nicht mehr André Schröder, sondern du wolltest... Ja, das war alles extrem, um mein Ego Futter zu geben. Und mit dem Wissen, das ich jetzt habe, hätte man das vielleicht so ein bisschen anders aufziehen können. Ich habe mir damals auch jemanden genommen, mit dem meine Spiele durchgesprochen, meine Körperhaltung durchgesprochen, wie kann ich nochmal andere Ansätze zu bekommen. Detailliert. Ja, es war extrem detailliert, manchmal auch fast schon zu detailliert, wo man dann denkt, so, hast du schon mal Fußball gespielt, so auf die Art? Ja, wirklich. Wo du sagst, warte mal ganz kurz, ich habe dich geholt, dass du mich berätst, aber eigentlich würde ich dir gerne erzählen, was Sache ist. Genau. Ja? Und jetzt glaube ich, dass man, und das ist auch für, keine Ahnung, junge Fußballer, glaube ich, extrem wichtig, dass du so diese Dinge machst für dich, dass du für dich trainierst, dass du für dich deinen Körper fit hältst, dass du für dich deine guten Leistungen bringst, um erfüllt zu sein, so in dir drin und nicht um irgendwie den Fans zu gefallen, um dem Trainer zu gefallen, um was weiß ich, dass du wirklich so ein Gefühl hast, du machst dieses Ding für dich. Und dadurch, wenn du dann so viel näher bei dir bist, dass alles andere quasi einfach dann... Ja, das spielt keine große Rolle dann für dich. Also so. Ja, oder es kommt halt dadurch, weil du so nah bei dir bist. Also genau. Sag mal, die Fans mögen dich, weil wenn du bei dir bist, kannst du Leistungen abrufen, die sonst nicht abrufbar sind, weil du nicht darauf wartest, dass dein Name durchs Stadion geschrieben wird. Und wenn der nicht geschrieben wird, funktionierst du nicht. Genau. Sondern du bist bei dir und dadurch kommt all das, was man von anderen einfordert. Ja. Und da habe ich mir zu viele Gedanken gemacht, pfeifen mich die Fans vielleicht aus oder holt mich der Trainer jetzt runter oder mag der Trainer mich nicht. Und ich war zu selten wirklich nur bei mir, sondern mit den Gedanken, was denken andere Leute über mich. Und das ist was, das ist ja so will man ja nicht durchs Leben gehen. Aber wie schwer ist denn das dann, weil wir es auch so schon für dich als Familienmensch hatten, wie schwer ist denn das so für Family? Ich meine, die sehen ja dann auch, dass die wahrscheinlich nicht, dir ist ja wahrscheinlich auch wirklich nicht gut gegangen, oder? Also, ja, absolut. Aber schaltest du dann einfach
ab und sagst, okay, ich muss jetzt funktionieren, was du offensichtlich getan hast, Genau. weil sonst hättest du ja viel früher schon wahrscheinlich irgendwie gesagt, ich will nicht mehr, ich höre auf. Ja. Aber jetzt habe ich schon zu viele Gedanken im Kopf. Wir kommen gleich zurück auf die Family, aber ist es dann auch, dass du dich nicht getraut hast, vielleicht früher schon einen Schlussstrich zu ziehen, weil du das Gefühl hattest, von außen würde dann wieder irgendwer sagen... 100%. Ja? Also ich wäre niemals früher bereit gewesen, den Schritt zu machen, weil ich gedacht habe, die Zeitungen zerstören mich oder derjenige denkt das über mich. Deswegen hätte ich das niemals vorher machen können. Auch weil ich immer noch die Motivation und immer noch Fußball spielen wollte und trotzdem wäre ich mental nicht fähig gewesen, so auch den Mut aufzubringen, den man auch braucht, so eine Entscheidung dann auch frühzeitig zu treffen. Und deine Family, sind... Also ich habe euch ja nur im Sommerurlaub erlebt, Ja. also da wirkt ihr sehr happy alle. Ja. Aber das war ja da für dich, wusstest du da schon, Also für mich hatte ich da schon so das Gefühl, dass es muss Richtung Ende gehen. Genau, dass man jetzt so die Sachen in die Wege leitet. Ich meine, ich hatte ja auch noch Vertrag, dass das alles dann auch irgendwie geregelt wird, dass ich im Sommer da den Absprung schaffe. Für meine Family war das schwierig. Auch jetzt in den ganz schweren Phasen. Ich war immer ich habe das dann auch komplett mit mir selbst ausgemacht und auch dann irgendwie verborgen und wollte auch nicht, dass mir dann irgendjemand hilft oder dass meine Familie da mit mir drüber spricht, was ist los oder klar, man hat diese Gespräche, weil wir auch eng sind und ja, nein, ist alles gut. Das ist ja wie die Frage, wie geht's dir, wenn du irgendwann sagst, jeder sagt, es geht dir gut. Ja. Und das war bei mir auch so, nie wollte ich so wirklich jemanden so nah an mich ranlassen. Aber weil du das Gefühl gehabt hättest, dass das auch keiner so richtig verstanden hätte, Ja. weil das ist manchmal, in meiner Welt ist es so das Ding, ne, wem soll ich es erklären? Also da bin ich ultra dankbar dafür, dass ich zum Beispiel Klaas habe, weil wenn irgendwas richtig kacke ist, ne, auch wenn wir uns nicht immer grün sind, reden kann man mit dem Typen sehr gut. Ja. Ist es bei euch, also rufst du dann einen anderen Fußballer an, weil der dich dann irgendwie da reinversetzen kann oder gibt es das gar nicht untereinander? Also wenn das jetzt zu privat oder zu intim ist, Nein, weil du auf sagst, gar keinen Fall. Kann ja sein, dass du sagst, so, nee, da ist keiner und Ja. du denkst jetzt schon wieder so, ey, und dann stellen sich jetzt alle gegen mich, weil ich sage halt, keiner von den anderen war da. Ja. Das wird ja wahrscheinlich auch was sein, das wird ja nicht nur dir so gehen. Ja, absolut. Das ist ja auch so. Ich glaube, auch wenn ich das nicht 100% weiß, dass es einigen oder vielen auch geht, auch die auf einem sehr hohen Level spielen. Klar, das ist das, wem erzählst du das wirklich? Ne? Weil, keine Ahnung, erzähle ich es meinen Kumpels, die sowieso denken, man hat das geilste Leben überhaupt, man ist Fußballprofi, man verdient einen Haufen Kohle, man hat diese Autos, man hat dieses Haus und man hat eigentlich das beste Leben, wenn man von außen drauf schaut. Ich glaube, da stößt man auf wenig Verständnis und wenn ich mit meinen Jungs dann irgendwie da gequatscht habe, oh, dass es relativ schwierig ist und ich fühle mich nicht gut. Sagen so, was willst du eigentlich? Ne? So, weil die ein ganz anderes Leben führen. Und dann war es wirklich so, dass ich mit Mario Götze, also extrem viel Kontakt, wir hatten schon damals, schon bevor wir in Dortmund zusammen gespielt haben, extrem viel Kontakt, auch privat, waren in Urlauben und er hat ja auch eine extrem schwierige Zeit mitgemacht und wir konnten uns da so gegenseitig ein bisschen auffangen. Manchmal hat man sich auch ein bisschen noch tiefer gezogen. Das ist ja, wenn man so in einer Negativspirale ist, dann ist es ja das Einfachste, negativ zu bleiben und irgendwie ist doch alles scheiße und was wollen die, was will der, was schreibt der und sowas. Und trotzdem bringt das einem nicht weiter. Und dann war das trotzdem gut, jemanden zu haben, der das versteht, der da drin ist, der auch das Business einfach kennt. Und da haben wir schon sehr, sehr, sehr viele und lange Gespräche gehabt und auch dann immer wieder gesagt, komm, wir pushen uns jetzt und jetzt geht's wieder los und das war dann schon auch wichtig in den Situationen. Aber ohne euch dann jetzt beiden zu nahe treten zu wollen, so richtig dieses Pushen, ja, es kam dann ja nicht wirklich. Das sind dann nur einzelne Phasen dann wieder. Ne? Also zum Beispiel auch, als ich nach Dortmund gekommen bin, das weiß ich noch, das war ja dann auch wieder Tuchel, mein Trainer und ich war noch nie so gut drauf und habe, glaube ich, noch keinen besseren Fußball gespielt wie die ersten 8 Wochen in Dortmund. Und dann kam die erste Verletzung. Das war jetzt auch keine schwere Verletzung, keine Ahnung, 6 Wochen raus. Dann habe ich gegen Real Madrid gespielt, das weiß ich noch. Haben wir gegen Madrid gespielt zu Hause, da habe ich dann in der letzten Minute das 2-2 geschossen. Und das war so irgendwie, boah, jetzt bin ich hier angekommen in Dortmund und jetzt geht es wieder weiter. Und dann habe ich mir in dem Spiel wieder die Verletzung, war wieder 6 Wochen draußen. Und dann ist irgendwie der Zug an mir vorbeigefahren und
die Mannschaft hat gut gespielt, ich bin immer richtig in die Mannschaft reingekommen und dann habe ich mich irgendwie auch selbst dann irgendwie zerstört und dann so auch, ich habe oft dann so das Gefühl gehabt, man muss den Leuten auch zeigen, dass man unzufrieden ist und was ja völlig der falsche Weg ist, weil dann gräbst du irgendwie dein Loch noch tiefer und habe dann irgendwie den Trainer gezeigt, ich bin unzufrieden, so irgendwie, was willst du eigentlich, und lass mich spielen, den Fans gezeigt, ich bin unzufrieden und dann habe ich mir irgendwie gerade in Dortmund und das ist schon irgendwas, was ich schade finde, weil das ein geiler Verein ist und ich richtig froh war, da zu sein, habe ich mir irgendwie so selbst mein Aus so irgendwie da reingedacht irgendwie und bin dann auch da wirklich nimmer rausgekommen und dann kamen die 2 Laien. Fulham war schon Fulham war ich noch dazwischen, weil habe ich gedacht, ein Verein, der familiärer ist und auch noch London mit einer Stadt, die ich liebe, um wieder angreifen zu können und das hat relativ gut auch geklappt, ich hatte richtig Spaß und dann waren wir irgendwie aber auch abgeschlagen Letzter und dann also so war es extrem schwierig mental, so, weil ich das nicht mit mir vereinbaren konnte, hatte so auch das Gefühl, dass ich fast, keine Ahnung, von Februar dann bis Mai, keine Ahnung, auch wie so komplett krank war. Also so mein Körper hat irgendwie so einen Shutdown gemacht, so okay, jetzt geht erstmal nichts mehr, habe mich auch 3 Wochen rausgenommen und so irgendwie so dann weiter mental und da waren schon die ersten Gedanken, ist dieser Sommer vielleicht dazu da, um das zu nutzen? Um rauszukommen irgendwie und dann wollte ich es nochmal probieren, dann kam Moskau und das war dann irgendwie so auch der leise Abschied. Wenn du so sagst, dann habe ich, also es hört sich so an wie, das ist eine so klare und bewusste Entscheidung, es gibt nicht einen Funken von, ach irgendwie schade. Nee, wirklich gar keinen Funken. Also sonst hätte ich die Entscheidung niemals getroffen. Wäre da noch so ein Fünkchen in mir drin gewesen, der unbedingt nochmal angreifen will und nochmal attackieren will, dann hätte ich die Entscheidung nicht getroffen, sondern hätte nochmal probiert, irgendwo mein Glück zu finden und nochmal den Anschluss zu finden in diese Welt. Weil dafür bin ich auch nochmal auf das Thema zu dankbar für das, was ich erleben durfte. Und so in diesem Geschäft und auch in diesen Momenten dabei sein zu können, um das dann irgendwie wegzulegen, wenn man doch noch so ein Fünkchen Hoffnung hat und so ein Fünkchen Motivation hat. Deswegen ist es so lange in mir gereift und die Entscheidung war so unglaublich glasklar, dass die getroffen werden musste, schon was für mich, dass da kein Schade und kein ich hätte doch noch mal und sowas, das existiert bei mir. Ja, total happy damit. Das heißt auch all das, was du dir gewünscht hast, was mit dieser Entscheidung entstehen sollte, ist da. Komplett. Komplett. Und das ist so, das ist auch für mich, ich hatte keine Zweifel daran, trotzdem ist es so ein gewisser Sprung auch ins Nichts, weil man so nicht weiß, was passiert. Ich kenne mich nur als Fußballprofi, nur mit der Struktur, zum Training zu fahren, nach Hause zu kommen, irgendwie Mittagsschlaf. Essen, ich bin einmal, meine Lieblingsgeschichte, ich bin einmal mit Ovo, da hat er noch gespielt in Dortmund, sind wir im Urlaub gewesen. Und wir waren dann so im Winter zum Skifahren, ne? Also Skifahren darf man ja als Profi nicht, hat er auch nie getan. Der konnte den Tag nicht. Also das finde ich auch so krass, ne? Was für Strukturen ihr da reingesetzt werdet. Weil da war da irgendwie so 14 Uhr, schrieb er immer so, was machst du denn jetzt? Und ich so, Digga, ich will einfach jetzt mal 5 Minuten meine Ruhe haben. Ne? 16 Uhr, was machst du jetzt? Ne? Weil er einfach nicht, weil es einfach seinen Alltag, glaube ich, ganz anders organisiert war. Das fand ich interessant, weil da dachte ich mir so, okay, krass, der muss wahrscheinlich einen so durch, auch wenn er nur einmal am Tag trainiert, hat er aber trotzdem so diese Aufgaben, die ganz klar gesetzt und verteilt sind, nach denen man dann lebt. Aber du hast eben irgendwann gesagt, ich habe mir dann auch jemanden genommen. Wen nimmt man sich denn da? Ist es dann, abermals, wenn es zu tief geht, sagst du nein. Ist es dann eher jemand, der Psychologe ist? Ist es eher jemand, der einem hilft, die Entscheidungen richtig zu treffen? Es scheint ja niemand gewesen zu sein aus dem existierenden Umfeld, den man sich dann irgendwie auch neu dazu holt, weil man weiß, ich brauche jetzt jemanden, der ganz neutral auf die Dinge guckt und keinerlei, und das finde ich ja auch immer so krass, das ist bei euch ja wahrscheinlich nicht anders wie bei uns, es verdienen ja auch so unfassbar viele Menschen um einen herum mit einem Geld. Total. Und das ist ja dann immer so, die Meinungen von denen um dich herum musst du immer noch mal reflektieren mit dem Move von, warte mal, was heißt denn das für den wirtschaftlich? Ist das für den jetzt gerade
Entscheidungen, wie er mir als Mensch zur Seite steht, oder wo er sagt so, hey, ist ja nicht meine Karriere, ich muss ja nicht da draußen auf dem Platz stehen oder ich muss mich da nicht vor die Kamera stellen. Ich verdiene hier mein Geld, wenn der Typ da funktioniert. Run. So, lauf, Forrest, laufmäßig. Da wirst du ja, du hast wahrscheinlich jemanden von außen dazu geholt. Um einfach neutral sauber zu sein. Komplett außen. Also die Person kannte ich vorher nicht. Es ging dann über einen anderen Profi, der gute Erfahrungen damit gemacht hat. Und ich war an so einem Punkt, dass ich einfach irgendwas Neues probieren musste schon fast und einfach wollte, weil ich war in so einer Sackgasse drin. Ich habe so überlegt, das war in Wolfsburg. Komm, scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach nach China, verdiene noch, keine Ahnung, in 2 Jahren das, was ich in 10 Jahren jetzt noch irgendwie hier verdienen würde und dann sage ich ciao. So in der Sackgasse war ich, dass ich das eigentlich nicht wollte und trotzdem so mit den Gedanken gespielt habe. Und dann habe ich gesagt, ich muss noch mal jemanden von ganz außen nehmen, der soll meine Spiele analysieren, der soll meine Körpersprache analysieren, der soll mit mir sprechen, was er davon hält, was ich ihm sage, klar auch in einem psychologischen Aspekt. Und das hat eine ganze Zeit lang auch, also es hat noch mal gut funktioniert, dann war ich irgendwie auch dann bester Torschütze bei Wolfsburg. Und was okay, krass. Also das heißt, du hast den so früh genommen, du hast gar nicht mit dem nur den Weg vorbereitet zum Abschied, sondern die Person hat dich die ganze Zeit begleitet. Nein, das waren bloß, ich würde sagen 6 Monate. Das war in Wolfsburg 6 Monate lang. Krass, okay. Da war ich in einem richtigen Tief und habe ganz lange mit dieser Person gearbeitet. Also es waren viele Telefonate, klar auch getroffen, viele über die Spiele geschaut auch, was kann man irgendwie an der Körpersprache verändern, dass man sich selbst auch wieder besser fühlt und besser auf dem Platz irgendwie steht, gewisse Dinge verändern in Strukturen, solche Dinge. Und da haben wir, vielleicht keine 6 Monate, 4, 5 Monate zusammengearbeitet und das war nochmal auch ein gutes Gefühl und es hat auch was gebracht. Ich war dann irgendwie auch in meiner letzten Saison dann bester Torschütze in Wolfsburg und deswegen dann auch nochmal nach Dortmund für extrem viel Geld nochmal, um da hinzukommen. Und dann irgendwie, ging das, das ist ja dann meistens so, wenn man dann auf einem guten Weg ist, denkt man, man braucht wieder keine Unterstützung und sowas, auch irgendwie bei mir. Das hat auch eine ganze Zeit lang gut funktioniert und dann ging es wieder ganz langsam. Ja, und dann wieder langsam irgendwie so bergab und dann wurde es auch immer ein bisschen tiefer. Und jetzt, wo du das ansprichst, ich habe mit jemandem seit Februar zusammengearbeitet, der Coach aus Dubai, Coach Lee Levy, das ist ein überragender Typ, um genau das vorzubereiten nach der Karriere. Ganz viele Telefonate, ganz viele Zoom-Calls, um Strukturen festzulegen, weil das war so meine größte Angst, wenn man das sagen kann, nach der Karriere, wenn man keine Struktur mehr hat, wenn ihm keiner sagt, okay, du musst hier zum Training da sein, du musst hier frühstücken, du musst hier Mittagessen, du musst hier eigentlich schlafen gehen, so dass man in irgendwas reinrutscht, so alles ein bisschen lässiger nimmt, keine Ahnung, keine Struktur im Alltag hat, keine Ahnung, irgendwann aufsteht. Ich habe jetzt Familie und eine kleine Tochter, da ist es schwieriger, lang zu schlafen. Das wird weniger und trotzdem, sei es Alkohol trinken, sei es ausgehen oder irgendwas in deresgleichen, dass ich trotzdem eine Struktur habe und da mir ganz klare Strukturen auch festgelegt in den letzten Monaten, die mir jetzt auch extrem helfen. Ach, krass, okay, das heißt, ihr habt nicht nur den Step aus dem Geschäft Fußball raus, so ein bisschen geplant ja wahrscheinlich auch, ne? Ja, geplant dann eher mit meinem Berater und mit meinem Vater, der ja auch so in dieser Form ist. Das war mehr Plan. Okay, so das, was ich war einfach so mehr spiritueller und persönlicher, um mit mir klarzukommen und wirklich auch die richtige Entscheidung zu treffen, weil es ging ja bis jetzt in den Sommer rein, um wirklich die Entscheidung zu treffen, das zu machen. Und in dieser Entscheidungsfindung einfach jemanden beiseite zu haben, der auch neutral ist, dem ich meine Gefühle erzähle, den ich alles ausgrabe, was ich tief in mir drin habe und der mir auch auf eine spirituelle Art und Weise so sagt, was das bedeutet und mir dabei hilft, diese Entscheidung zu treffen. Hast du denn, wenn du jetzt so diesen ganzen Moment des Vorbereitens also das ist ja schon wahrscheinlich Arbeit, zu sagen, okay, jetzt kommt der Tag, wo
Wie habt ihr es für euch verkündet? Also hat man dann einen Berater, der haut eine Pressemitteilung raus oder ruft man dann eine mit dem Spiegel, das war ja auch, mit dem Spiegel habe ich eine Story gemacht und das war damals, kam die Journalistin auf uns zu und wollte eigentlich ein Porträt machen von mir. Und ich habe schon lange keine wirkliche Pressearbeit mehr gemacht, weil ich so auch ein bisschen, ich bin nach Moskau, wollte ein bisschen aus dem ganzen Trubel raus auch. Und trotzdem fand ich das ganz cool und habe mich dann mit ihr ein paar Mal getroffen und wir hatten echt ein gutes Verhältnis und haben noch ein gutes Verhältnis. Und dann kam im Laufe der Zeit, die Gespräche mit Dortmund gingen ja auch schon dann, keine Ahnung, ab März oder sowas, was passiert nächste Saison und vielleicht aufhören, dies und das. Und dann haben wir diese Story genutzt oder halt dann so ausgeweitet bis in den Sommer rein, um dann diese Story zu nehmen, um das zu verkünden, dass ich aufhöre. Und so haben wir es dann verkündet, so von unserer Seite, was ich eigentlich ein ganz cooler Weg war. Und gerade auch so eine Story, die extrem auch tief ging. Also mit ihr habe ich mich extrem auch wirklich ganz, ganz tief unterhalten, was mir extrem wichtig war, weil sowas will man nicht irgendjemand anvertrauen auch. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Das fand ich ganz cool. Wie nervös bist du da, wenn du dann weißt, scheiße, jetzt geht's raus? Also das ist ja, man trägt es ja lange in sich, ne? Und das ist ja auch, wenn man dann weiß, es war in Wolfsburg schon existent, ne? Ja. Und irgendwie nach der WM schon, ist es ja eigentlich wie so ein riesen Relief. Man hat es endlich draußen und die Leute wissen es, aber trotzdem, also ich hätte wahnsinnig, wenn du eben so schön erzählt hast, du bist morgens spazieren gewesen und bist die Nachrichten durchgegangen. Ja. So viele Menschen es wahrscheinlich gibt, die einem dann irgendwie gratulieren, weil sie irgendwie nah an dir dran waren, ist es ja trotzdem, glaube ich, einfach, also ich hatte Schiss. Ich hatte wirklich richtig Angst vor dem Moment, wenn ich irgendwann mal für mich entscheiden würde, ich will in diesem Game nicht mehr zu Hause sein. Ja. Ich würde gerne den Nagel hier irgendwo reinschlagen in die Wand und da meine Fernsehschuhe dranhängen. Ja. Hätte ich Angst davor, gar nicht so Angst davor, die Entscheidung zu fällen, gar nicht so Angst davor, mit den betreffenden Menschen zu sprechen, die dann auch davon betroffen sind, aber das dann so nach draußen laufen zu lassen, weiß ich nicht. Ja, ich war schon nervös und ich hatte auch ein bisschen Schiss und trotzdem war ich in dem Augenblick schon so weit in meiner Gefühlswelt, dass ich ich war so froh, dass dieser Tag gekommen ist. Krass, okay. Also so richtig froh, dass ich es kaum abwarten konnte, dass wir endlich diesen Artikel raushauen können, dass die Karriere vorbei ist, dass es jetzt wirklich zu Ende ist, weil, keine Ahnung, ich glaube 3 Tage davor haben wir den Vertrag mit Dortmund dann aufgelöst gehabt und haben das an die Öffentlichkeit gebracht und dann war so der Startschuss, so diesen Artikel zu Ende zu bringen und dann rauszuhauen. Ja. Und dann war ich wirklich froh, also extrem froh, dass das endlich draußen war. Positiv, überwiegt das Positive von denen, die sich gemeldet haben oder auch ganz viele, du hast ja auch Social Media, du wirst wahrscheinlich auch ganz viele Nachrichten von Fans oder weiß nicht was bekommen haben. Ja. Konsumiert man das, liest man das und nimmt sich das zu Herzen? Und wenn ja, wie ist da so eine Ratio? Also sind dann die sagen, ach geil, finde ich toll, weil freue ich mich für dich, dass du als Mensch eine Entscheidung gefällt hast und man dich ja, also faktisch am Ende des Tages hast du genauso Gefühle wie jeder andere auch. Du bist ein emotionaler Typ. Du hast wie das Bedürfnis, glücklich zu sein, also das Recht, glücklich zu sein, egal, finde ich, wie der Werdegang da in deinem Job gewesen ist, weil das ist ja am Ende auch ein Beruf, ist ja kein Spaß. Gönnen die einem dann diesen Schritt oder ist das auch viel, wo man dann denkt, so, wo kommt jetzt der Hass her? Ich habe keine Ahnung, wie die Fußballwelt da funktioniert. Ja, natürlich geht es in beide Seiten, in beide Richtungen. Ne? Ja, und trotzdem, deswegen war es so wichtig, dass ich diesen Coach an meiner Seite hatte. Und wir haben natürlich ganz viel davor gesprochen und ganz viele so Schmerzpunkte auch in meinem Leben aufgearbeitet. Und einer ist davon diesen Approval von den Leuten um mich herum, sei es Fans, sei es auf Instagram, sei es so wirklich zu haben. Und das war immer mein Fall, dass ich wollte von allen gemocht werden, von allen geliebt werden und ich hatte extrem viele Probleme mit negativen Kommentaren in Social Media und was weiß ich, dass ich da mir das extrem zu Herzen genommen habe, weil ich irgendwie das jedem recht machen wollte. Und da haben wir extrem viel Arbeit reingesetzt, um diesen Schmerzpunkt so von mir weg ein bisschen zu kriegen, um
um gerade bei dieser Entscheidung, was natürlich ist ja klar, dass es in beide Richtungen geht. Die einen verstehen es, die einen finden es cool und die einen sind glücklich für mich und die anderen sagen mir, ich habe auch Nachrichten bekommen, die sagen so was machst du da? Das ist respektlos, das ist, weil du kannst noch weiterspielen. Jeder hat diesen Traum, Fußballprofi zu werden. Und du sagst mit 29, könntest weiterspielen, sagst, du hast keine Lust mehr und hörst irgendwie auf. Ich kann alles nachvollziehen. Ich mag natürlich, wenn die schlecht schreiben und trotzdem war ich in dem Moment schon so weit, dass ich das auch gut fand, dass auch negative Kommentare da waren, negative Meinungen und die waren für mich genauso auf einem Level wie die positiven. Und genau da will ich auch bleiben und dieses Gefühl will ich haben, dass ich keine Ups habe, weil plötzlich irgendwie jeder mich cool findet und keine Downs habe, weil mich jeder überhaupt nicht mag. Und deswegen war alles dabei. Es war überwiegend positiv und was ich ganz cool fand, alle Fußballer und alle aus dem Business, die sich auch wirklich bei mir persönlich gemeldet haben, die fanden es mega. Also die fanden das so auch ein bisschen so als Zeichen und auch so ein bisschen so manchen auch aus dem Herzen gesprochen, so habe ich so das Gefühl. Ich glaube, du hast da auch auf eine Art auch ein Tor aufgemacht, ne? Weil du, sag ich mal, auch Insights zugelassen hast, um mal so ein bisschen so eine Gefühlswelt von einem Fußballer zu spüren, weil die ja immer nur wie Maschinen wirken, die Typen da draußen, ne? Und keiner so richtig sich die Gelegenheit man nimmt, auch emotional zu erzählen. Und aber es geht ja auch gar nicht. Das ist ja auch das Ding. Und deswegen, das würde ich auch keinem raten, während der Karriere irgendwie so ein Porträt zu machen, wo du wirklich deine Ängste oder weil dich holt ja kein Verein mehr, ne? Also du sagst so, ich irgendwie so zum Training und ist schwierig und eigentlich fehlt mir ein bisschen die Motivation und ich versuche wieder zurückzukommen. Da holt dich ja kein Verein. Das ist aber ja irgendwie ja auch total bizarr, oder? Also ich meine, wie schade eigentlich. Also natürlich aus rein wirtschaftlichen Interessen, und das merkt man dann ja, genau. Es ist ein fucking Business. So. Ja, ist es. Und aus rein wirtschaftlichen Interessen wirst du da nicht genommen, aber eigentlich hätte man aus dir ja einen glücklicheren Fußballer machen können, wenn man an den richtigen Stellen dir die richtige Stütze gegeben hätte. Ja, natürlich. Und das soll ja auch gar nicht als Jammern oder irgendwas so rüberkommen. Das ist ja nur manche Gefühle und das habe ich auch in dem Interview gesagt oder in dem Porträt, dass Vereine und ich glaube auch Verantwortliche natürlich dich als Anlage sehen, die bezahlen viel Geld, die wollen irgendwo auch viel Geld und natürlich habe ich davon auch profitiert und enorm viel Geld verdient und alles. Deswegen bin ich auch dem Ganzen unglaublich dankbar. Und trotzdem, glaube ich, sollte man da hinkommen, gerade in Vereinen und wo es wirklich um alles geht, den Menschen zu sehen und auch einen Spieler zu fragen, was brauchst du? Also, was brauchst du, um deine Top-Leistung zu bringen, um glücklich zu sein? Weil wenn du glücklich bist, da garantiere ich dir, spielst du besser. Das ist doch das Gleiche bei dir. Wenn du glücklich in eine Sendung reingehst, hast du eine viel bessere Sendung, als wenn du reingehst und denkst, ich glaube aber, das ist der große Schlüssel von allem. Ne? Also ich glaube, am Ende ist genau das und das kann man ja. Ich finde, da ist natürlich jetzt die Position etwas schwer, wenn zwei Typen wie wir an einem Tisch sitzen und darüber reden, so was die Probleme sind. So, ne? Ja. Verstehe ich auch jeden, der da irgendwie ein Problem mit hat. Total. Aber trotzdem ist es ja so, am Ende ist, glaube ich, dass man als Mensch happy sein muss. So, letztens habe ich Lanz gesehen und dann ging es irgendwie auch um so wie kriegen wir diese Welt gerettet, Klimawandel und Co. Ne? Und wie müssen wir wirtschaftlich uns aufstellen und was macht diese Krise gerade mit diesem Land? Und dann hat er den Satz gesagt, so, naja, die Leute gehen ja nicht arbeiten, weil sie das Geld verdienen wollen, die Leute gehen ja arbeiten, weil sie Spaß daran haben. Da dachte ich mir so, was ein Quatsch. Also wirklich der Großteil dieser Gesellschaft geht nicht arbeiten, weil sie Spaß daran haben. Und ich glaube, du kannst wahrscheinlich eine Zeit lang einen Beruf machen, wo du keinen Spaß dran hast und sagst, okay, damit kann ich mir mein Leben finanzieren. Ich brauche aber dann diesen Ausgleich. Ich glaube aber, dass wenn man in einen Beruf steckt, wo dieser Ausgleich gar nicht möglich ist, weil man halt so sehr in diesen Beruf stecken muss, um zu funktionieren, um das zu liefern, und du dir diesen Ausgleich nicht schaffen kannst, dann ist die Ebene, wie viel oder wie wenig Geld man verdient, glaube ich, komplett wurscht. Man muss sich, und das finde ich irgendwie das Krasse an der Story bei dir, man muss sich einfach nur den Weg suchen, wie komme ich aus der Situation raus, in der ich hier stecke und wie kann ich für mich ein positives Ende finden in einer für mich ausweglosen Situation. Weil am Ende, glaube ich, ist ja die Spirale, in der du da gesteckt hast, ja, dass du dir nicht diverse Stellen gesucht, wo man sich helfen lassen kann, ja auch keine
es war ja keine Spirale des Positiven, es war eine Spirale aus Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, wo man auch durchaus weiß, die könnte auch anders enden. Und ich finde es eher krass, dass so in der Art und Weise, wie du damit umgehst und das auch öffentlich machst, eigentlich auch sagst, so Leute, am Ende geht es wirklich um euch. Also das ist so, wie fühle ich mich in der Situation? Wie kann ich für mich, wenn ich in der Situation bin, und ich glaube, der Mut, den man aufbringen kann, der ist für jeden gleich. Ich glaube sogar, vielleicht machen wir sogar noch schwerer, wenn man öffentlich ist, weil es natürlich noch viel mehr Menschen mit viel mehr Meinungen gibt und dass man das, also dass du es hinkriegst, das zu leveln, was negativ und positiv angeht und kein Gefühl dafür hast, das beschäftigt mich jetzt, oder das ist der Klassiker, 10 Millionen positive Kommentare, einer schreibt, du bist nicht witzig und du denkst dir so, what? Und dich beschäftigt dich 3 Tage. So. Und nur diese eine beschäftigt dich, Ja, und du denkst dir so, wie random und warum gebe ich dem so viel Aufmerksamkeit, was soll denn das? Aber ich finde eher das wirklich Tolle an dem, und das war ja dann auch der Moment, als du angerufen hast und meintest, ey, hast du Bock drauf, und wir so ein bisschen gequatscht haben, weil ich auch verstehen wollte, warum, wieso, weshalb. Ich habe halt irgendwie sofort gecheckt, es geht null um Undankbarkeit, es geht null um keine Wertschätzung, es geht null darum, dass du nicht verstehst, dass du in einer unfassbaren privilegierten Situation gewesen bist, dieses ganze Geld verdienen zu dürfen, diese Momente zu erleben, die Welt gesehen zu haben, in Anführungsstrichen, auch wenn du sie wahrscheinlich eher aus einem Bus-, Hotel- und Stadionperspektive erlebt hast, so wie auch immer alle sagen, Duell um die Welt muss doch mega sein, du warst ja den tollsten Aber was hast du gesehen? Ja, ne? Ich habe den Flughafen gesehen, ich habe einen Bus gesehen, ich habe ein Hotelzimmer gesehen und dazwischen bin ich durch die Hölle gelaufen. Aber ich finde eher, dass das Krasse ist so, man glaubt dir, oder ich zumindest glaube dir zu 100%, dass du das für dich aus einer rein menschlichen Haltung heraus gefällt hast, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, was bedeutet das am Ende für andere, was eigentlich das eine Wichtige ist, nämlich darauf zu scheißen, was andere denken, sondern nur für sich eine Entscheidung zu fällen. Absolut. Und das ist ja auch sowas, das war ein extremer Prozess für mich. Weil offensichtlich. Die ersten Momente, als ich drüber nachgedacht habe, vielleicht ist es doch nichts für mich und vielleicht sollte ich schauen, dass ich dann bis früh meine Karriere beende, das willst du ja selbst nicht wahrhaben. Dann denkst du, was ist überhaupt los mit mir? Worüber denkst du nach? Das ist der geilste Beruf und da kommt alles zusammen und das ist so... Ich konnte es selbst gar nicht, ich war mir fast schon sauer, dass ich diese Gedanken habe und dass ich das gar nicht so, dann habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich das nicht richtig wertschätze, was ich wirklich dadurch lebe und dann bin ich immer und immer mehr zu dieser Antwort gekommen, dass es diese Wertschätzung und diese Dankbarkeit, die ich für diesen ganzen Weg habe, nichts zu tun hat mit dem Moment jetzt, in dem mein Gefühl ist, dass das nichts mehr für mich ist. Das hat damit nichts zu tun. Und es ging mir nur um mich in dieser Situation, dass ich diesen Spaß am Leben haben will, dieses Glücklichsein, diese innere Zufriedenheit, das ist, glaube ich, das beste Wort dafür, durchs Leben zu gehen und das zu machen, auf was ich wirklich, wirklich, wirklich Spaß und Lust habe. Und da geht es dann nicht darum, dass ich noch irgendwie mehr Geld verdienen könnte oder hier vielleicht mein Vater, der das am Anfang nicht verstehen könnte, irgendwie traurig machen könnte oder andere Leute damit irgendwie. Es ging nur um meine innere Zufriedenheit, innere Erfüllung auch, um wirklich wieder Spaß an dem Leben zu haben und diese Dinge selbst bestimmen zu können, auf die ich einfach Lust habe. So, ja, das... Nein, aber das ist Punkt. Also ich glaube, viel mehr muss man da gar nicht zu sagen. Also ich glaube, was auch immer wir hier draus machen, ne? Ich glaube, wenn man nur diesen letzten Satz nimmt, ist alles gesagt. Und ich finde es wirklich, ich wüsste jetzt nicht, du sagst, ich habe noch so viele Sachen, die muss ich dir doch erzählen, Joko, hör mir jetzt mal zu. Alter, was hast du für scheiß Fragen gestellt? Aber ich finde, das war eigentlich gerade du hast gerade den Sack zugemacht. So. Ich fand, das war ein perfektes Schlussplädoyer, ein Schlussstatement, wo man sagen kann, ey, da war kein Wort zu viel und es war genau das Emotionale, was ich gefühlt habe, als du angerufen hast und gesagt hast, so, hast du Bock drauf? Und man merkt dir einfach an, so, es ging dir um dich, es ging um happy sein und dass das Leben mehr Spaß macht, wenn man glücklich ist und sich nicht irgendwie
scheiße fühlt und sich am liebsten vergraben würde. Und am Ende habe ich immer so bei so Dingen, wenn ich das Gefühl habe, ich schicke was raus und teile etwas von mir, dann habe ich mal für mich so das Ding, ey, und wenn nur einer da draußen deswegen für sich heute anfängt, darüber nachzudenken, irgendwas in seinem Leben zu verändern, damit es besser wird, dann hat sich das dafür schon gelohnt. Hat sich dafür schon gelohnt. Ja. Ey, André, ich bin ultra happy. Ich fand es wahnsinnig intensiv und wahnsinnig spannend, weil auch ich so als gar nicht so der absolute Fußball-Pro, aber so, dass man in einer Nähe erleben durfte, wofür ich unfassbar dankbar bin. Und ich finde es ultra geil, dass du dich gemeldet hast und dass wir dieses schöne kleine Projekt hier gemeinsam gemacht haben. Ich finde es auch überragend. Ich muss sagen, ich habe es ja vorhin gesagt, dass ich, keine Ahnung, ich wusste nicht, ob ich dich überhaupt anrufen soll und dich das fragen, ob du denkst, so, darauf habe ich gar nicht. Deswegen, ich bin dir auch ultra dankbar, weil du auch wirklich extrem viel Kopf reingesteckt hast, wie wir das Ganze hier aufziehen können, wie wird das cool und das habe ich so nicht erwartet, deswegen finde ich es überragend und ich danke dir vielmals. Ich danke dir. Ich danke dir. Mega. Ich habe gehört, da ist noch Bier im Kühlschrank. Ich würde jetzt 2 Bier raus. Und du darfst ja trinken! Ja, jetzt geht's los. Ich hole noch 2 Bier. Ach, mega. Gut. Top. Komm, das trinken wir noch. So. Das haben wir uns verdient. Drehen wir noch andersrum, dass hier keiner... Ne? Cheers. Cheers. Danke, Alter. Wirklich. War sau gut. Spaß gemacht. Mir auch. Schön. Machen wir jetzt jede Woche. Oh, ich habe noch einige Storys.